Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Arthur Clarke. Am 18. April 1955 starb Albert Einstein. Die Zeitungen berichteten über den Tod des Wissenschaftlers und veröffentlichten ein Foto seines Schreibtisches. Darauf lag ein unvollendetes Manuskript. Welches Problem konnte so schwierig sein, dass nicht einmal Einstein es lösen konnte? Es war die Theorie von allem. Der Traum, alle Gesetze der Physik zu vereinen. Selbst für Einstein erwies es sich als unmöglich, doch hier liegt ein Paradox. Das Unmögliche verändert sich ständig. Lord Kelvin, der größte Physiker seiner Zeit, sagte, das Radio hat keine Zukunft. Flugapparate, die schwerer sind als Luft, sind unmöglich. Es wird sich bald herausstellen, dass die Röntgenstrahlen ein Schwindel sind. Er irrte sich in allem. Rutherford entdeckte den Atomkern, aber die Atombombe hielt er für unmöglich. Er nannte es die Jagd nach einem Sonnenstrahl. Der Science-Fiction-Autor Herbert George Wells schrieb Befreite Welt im Jahr 1914. Es ist ein Roman über die Atombombe. Im Roman enthüllt ein Physiker das Geheimnis der Bombe im Jahr 1933. Leo Szilard las diesen Roman im Jahr 1932. Genau ein Jahr später erfand er die Kettenreaktion. Die Energie eines einzigen Atoms lässt sich um ein Billionenfaches vervielfachen. Das führte zum Manhattan-Projekt. Hier ist ein anderes Beispiel. Im Jahr 1921 machte sich die New York Times über den Raketenpionier Robert Goddard lustig. Der Redakteur schrieb, Professor Goddard kennt den Zusammenhang zwischen Aktion und Reaktion nicht und versteht nicht, dass man für eine Reaktion etwas Besseres braucht als ein Vakuum. Es scheint ihm an elementarem Wissen zu mangeln, über das Schüler täglich verfügen. Nur ein einziges Staatsoberhaupt verstand die Bedeutung von Goddards Raketen. Es war Hitler. Seine V2-Raketen hätten England beinahe zerstört. Einstein selbst schrieb 1939 einen Artikel, in dem er bewies, schwarze Löcher sind unmöglich und können nicht existieren. Heute haben Teleskope Tausende davon entdeckt. Eines befindet sich im Zentrum unserer Galaxie. Und hier ist das Bemerkenswerte. Es ist gerade die Erforschung des Unmöglichen, die die Wissenschaft vorantreibt. Heute verstehen wir einige fundamentale Gesetze der Physik, vom Inneren des Protons bis zum expandierenden Universum, und wir verstehen einiges davon, was wirklich unmöglich ist und was nur eine Frage der Zeit. Es gibt eine gute Regel. Alles, was von der Physik nicht verboten wird, geschieht früher oder später. Stephen Hawking versuchte ein Gesetz zu finden, das Zeitreisen verbieten würde. Er konnte keines finden. Jetzt müssen Physiker Zeitmaschinen ernsthaft in Betracht ziehen. Der theoretische Physiker Mikio Kaku hat in seinem Buch Die Physik des Unmöglichen das Unmögliche in 3 Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie, das, was in 100 bis 200 Jahren möglich sein wird. Teleportation, Antriebe mit Antimaterie, Unsichtbarkeit. Die zweite Kategorie, das, was Tausende oder Millionen von Jahren erfordern wird, das sind Zeitmaschinen und Reisen durch Wurmlöcher. Die dritte Kategorie, das, was die bekannten Gesetze der Physik verletzt. Solche Dinge gibt es nur sehr wenige. Folgendes ist wichtig zu verstehen. Wenn Wissenschaftler unmöglich sagen, meinen sie oft unmöglich für unsere Zivilisation. Für eine Zivilisation, die uns um 1 Million Jahre voraus ist, wird vieles zum Alltag gehören. Carl Sagan formulierte es so: Was bedeutet es für eine Zivilisation, sagen wir, 1 Million Jahre alt zu sein? Radioteleskope und Raumschiffe sind bei uns erst seit einigen Jahrzehnten aufgetaucht. Unsere technologische Zivilisation zählt gerade einmal einige 100 Jahre. Eine fortgeschrittene Zivilisation, die Millionen Jahre der Entwicklung hinter sich hat, ist uns genauso weit voraus, wie wir selbst einem Lemuren oder einem Makaken voraus sind. Denken wir über das Unmögliche nach und darüber, wann es möglich werden wird. Nehmen wir den 3D-Druck. In den 1950er Jahren träumten Ingenieure von einer Maschine, die Gegenstände von Grund auf erschaffen würde. Ohne Formen, ohne Guss, ohne Werkzeugmaschinen. Das schien absurd. Wie soll man Objekte drucken? Drucker drucken auf Papier. Alles andere erfordert Fabriken, Maschinen und Arbeitskraft. 1984. Charles Hull arbeitet in einer kleinen Firma in Kalifornien. Er beschäftigt sich mit Ultraviolettlampen. Eine langweilige Arbeit, doch eines Tages kommt ihm eine seltsame Idee. Was, wenn man Ultraviolett nutzen könnte, um flüssiges Harz aushärten zu lassen? Schicht für Schicht. Objekte praktisch aus dem Nichts erschaffen. Kollegen tippen sich an die Stirn, doch Hull ist stur. Er arbeitet nachts im Labor, bastelt mit Lasern und Harz. 1986 erhält er ein Patent. Er nennt die Technologie Stereolithografie. Das erste gedruckte Objekt? Ein kleines Augenbad. Krumm, zerbrechlich, aber real. Hull gründet die Firma 3D Systems und verkauft die ersten Drucker für $100.000. Sie sind so groß wie ein Kühlschrank, drucken langsam und gehen oft kaputt.
Die Industrie ist noch nicht beeindruckt. Warum 100.000 für eine Maschine zahlen, die Plastikspielzeug herstellt? Es gibt doch bewährte Produktionsmethoden, so vergehen die nächsten 20 Jahre. 2005 startet Professor Adrian Boyer von der University of Bath das Projekt RepRap. Die Idee ist einfach und radikal. Was, wenn man einen Drucker erschafft, der sich selbst druckt? Genauer gesagt, der seine eigenen Kunststoffteile druckt. Alles andere kann man ja im Elektronikladen kaufen. Boyer veröffentlicht die Baupläne frei zugänglich, kostenlos. Jeder kann sich zu Hause einen Drucker zusammenbauen. Das verändert alles. Die Technologie verlässt die Firmenlabors und wandert in Garagen und Werkstätten. Tausende Enthusiasten weltweit tauchen auf. Sie verbessern die Konstruktion und teilen Ideen. Der Preis fällt von 100.000 auf einige $100. 10 Jahre später werden 3D-Drucker in normalen Geschäften verkauft. Schüler drucken Modelle für den Unterricht, Designer erstellen Prototypen in Stunden. Und dann beginnt das wirklich Fantastische. 2013. Eine Firma in China druckt 10 Häuser in 24 Stunden. Ein Drucker von der Größe eines Baukrans presst speziellen Beton heraus. Schicht für Schicht wachsen Wände empor. Die Häuser sind stabil und kosten 70% weniger als herkömmliche. 2014. Ärzte in den Niederlanden ersetzen einer Patientin den Oberkiefer. Der neue Kiefer ist aus Titan gedruckt. Er gibt die Form des Originals exakt wieder. Die Frau kann wieder kauen, sprechen, lächeln. 2016 auf der Internationalen Raumstation arbeitet ein Drucker. Astronauten drucken Werkzeuge. Schraubenschlüssel kaputt? Man muss nicht ein halbes Jahr auf ein Frachtschiff von der Erde warten. Man kann einfach eine Datei aus der Datenbank herunterladen und einen neuen Schlüssel in 2 Stunden drucken. 2019. Wissenschaftler in Israel drucken ein menschliches Herz. Klein, kirschgroß, aber echt. Aus lebenden Zellen. Mit Kammern, mit Gefäßen, es schlägt noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das funktioniert so. Man nimmt ihre Zellen, Ärzte züchten daraus Biotinte. Ein biologischer 3D-Drucker druckt ein neues Organ und ihr Körper stößt es nicht ab, denn es ist aus ihren eigenen Zellen gemacht. Heute druckt das Unternehmen Relativity Space ganze Raketen. 95% der Teile erzeugt ein einziger riesiger Drucker. Das ist 10-mal schneller als traditionelle Fertigung und deutlich billiger. Designer drucken Schuhe nach der Form ihres Fußes, Juweliere erschaffen Schmuck von unglaublicher Komplexität mit Details in Details. So fein, dass es von Hand nicht zu wiederholen wäre. 1984 arbeitete Charles Hull allein. Seine Idee schien ein nutzloses Spielzeug zu sein. Heute ist die 3D-Druckindustrie 24 Milliarden $ wert und wächst um 20% pro Jahr. Charles Hull starb 2024. Er wurde 85 Jahre alt. Er konnte noch miterleben, wie seine unmögliche Idee die Welt veränderte. Das ist ein Beispiel dafür, wie die Zeit uns eine Lektion erteilt, die sie immer wieder wiederholt. Was unmöglich scheint, wartet oft einfach auf seine Zeit. Auf einen einzigen sturen Menschen, auf eine einzige verrückte Idee. Das Unmögliche verschwindet nicht, es wird einfach gewöhnlich. In diesem Video, das auf dem erwähnten Buch von Michio Kaku basiert, werden wir die Unmöglichkeiten 3er Stufen mit den Augen eines Physikers betrachten. Daraus erfahren Sie, wie Frösche im Magnetfeld schweben, was Wissenschaftler bereits teleportieren können, ob wir einen Weltraumlift brauchen, welche Substanz 60 Billionen $ pro Gramm kostet und wie man schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Übrigens hat Michio mit einer beeindruckenden Anzahl von Wissenschaftlern gesprochen, darunter Nobelpreisträger, sodass die wissenschaftliche Grundlage ausgesprochen solide ist. Captain Kirk ruft den Befehl Schilde hoch. Eine dünne, unsichtbare Barriere flammt um das Schiff auf. Die Laser des Gegners schlagen in die Abschirmung ein und prallen ab. In Der Wüstenplanet drückt Paul Atreides vor dem Trainingskampf einen Knopf an seinem Gürtel. Um seinen Körper flimmert ein bläuliches Leuchten. Die Klinge prallt von der Barriere ab. Kraftfelder sind in der Science-Fiction einfach überall. Sie wirken so simpel. Eine durchsichtige Wand, die alles aufhält. Man könnte meinen, ein Elon Musk würde dieses Feature gleich morgen in seine Roboter und Elektroautos einbauen. Aber die Realität macht einen Strich durch die Rechnung. Das Konzept des physikalischen Feldes entstand im 19. Jahrhundert. Der arme Junge Michael Faraday arbeitete als Lehrling. Eines Tages besuchte er eine Vorlesung über neu entdeckte Kräfte, Elektrizität und Magnetismus. Und das veränderte sein Leben. Und unseres gleich mit. Faraday führte ein einfaches Experiment durch. Er streute Eisenspäne über einen Magneten und schüttelte sie. Die Späne ordneten sich in einem Muster an, das einem Spinnennetz glich. Diese Fäden zeigten die Feldlinien. Der leere Raum war für Faraday nicht leer. Er war von unsichtbaren Kraftlinien erfüllt. 1831 führte er einen Magneten über einen Drahtrahmen. Im Rahmen entstand ein elektrischer Strom. Der Magnet berührte den Draht nicht, aber sein unsichtbares Feld trieb die Elektronen an. Heute funktioniert das Licht über ihrem Kopf dank dieser Entdeckung. Ein rotierender Magnet erzeugt ein Feld. Das Feld treibt Elektronen im Draht an. Es entsteht Strom.
Der Strom speist die Glühbirne. Einstein war von Faradays Feldern so beeindruckt, dass er seine Gravitationstheorie in deren Sprache formulierte. Doch hier liegt das Problem. Heute kennt die Wissenschaft 4 fundamentale Wechselwirkungen im Universum, aber keine davon verhält sich wie das Kraftfeld aus der Science Fiction. Die Gravitation zieht an, statt abzustoßen, und sie ist sehr schwach. Die Erde zieht eine Feder zu Boden, aber sie heben sie mühelos mit einem Finger auf. Ihr Finger besiegt die Anziehungskraft eines Planeten mit einem Gewicht von 6 Billionen Tonnen. Der Elektromagnetismus gibt uns Licht, Radio, Computer, Internet. Es ist die nützlichste Kraft in der Geschichte der Menschheit, aber sie lässt sich leicht neutralisieren. Werfen Sie ein Stück Plastik in ein starkes Magnetfeld und es fliegt ohne Widerstand hindurch. Starke und schwache Kernkraft wirken nur auf Entfernungen von der Größe eines Atomkerns. Sie zu kontrollieren ist nahezu unmöglich. Wir kennen nur 2 Wege: ein Teilchen im Beschleuniger zertrümmern oder eine Atombombe zünden. Heißt das, dass Kraftfelder unmöglich sind? Nicht ganz. Es gibt Schlupflöcher. Möglicherweise existiert eine 5. fundamentale Wechselwirkung, die wir noch nicht entdeckt haben, oder wir können die Eigenschaften eines Kraftfeldes auf andere Weise imitieren. Nehmen wir zum Beispiel Plasma. Das ist der 4. Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasförmig. Im Grunde ist es ionisiertes Gas. Seinen Atomen wurden die Elektronen entrissen und sie besitzen eine elektrische Ladung, und diese lässt sich mit Magnetfeldern steuern. Fast die gesamte sichtbare Materie des Universums besteht aus Plasma. Die Sonne ist Plasma, die Sterne sind Plasma, das interstellare Gas ebenfalls. Der Physiker A.D. Hershkovich erfand 1995 das Plasmafenster. Das Gerät erhitzt Gas auf eine Temperatur von 6500 Grad Celsius. Es entsteht Plasma, ein Magnetfeld hält es an Ort und Stelle. Das Plasmafenster erzeugt eine Barriere zwischen Vakuum und normaler Luft. Genau so eine Barriere sehen wir in Star Trek, wenn ein Raumshuttle durch einen transparenten, unsichtbaren Film ins offene All fliegt. Das funktioniert. Aber kann ein Plasmafenster eine Kanonenkugel aufhalten? Ja, wenn man einen mehrschichtigen Schutz aufbaut. Die erste Schicht, ein supergeladenes Plasmafenster, heiß genug, um Metall zu verdampfen. Die zweite Schicht, ein Vorhang aus tausenden sich kreuzender Laserstrahlen, die ein räumliches Gitter bilden. Die dritte Schicht, ein Netz aus Kohlenstoff-Nanoröhren. Das sind Röhrchen aus einzelnen Kohlenstoffatomen mit Wänden von einem Atom Dicke. Sie sind um ein Vielfaches stärker als Stahl. Ein Netz daraus wäre unsichtbar, aber unglaublich widerstandsfähig. So einem Schild könnten Geschosse nichts anhaben. Aber selbst er würde einen Laserstrahl nicht aufhalten. Dafür bräuchte man ein Material mit variabler Durchlässigkeit, wie Sonnenbrillen, die sich im Licht verdunkeln. Im Film Zurück in die Zukunft fährt der Held auf einem schwebenden Board über den Boden. Solche Technologien haben wir nicht, aber ein Magnetfeld kann einen ähnlichen Effekt erzeugen. Halten Sie den Nordpol eines Magneten an den Nordpol eines anderen Magneten. Sie stoßen sich ab. Nach diesem Prinzip funktionieren bereits Magnetschwebebahnen in China und Japan. Sie schweben über den Gleisen und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 603 Kilometern pro Stunde. Aber solche Systeme sind sehr teuer und daher nicht massentauglich. Der Weg zur Verbilligung führt über Supraleiter. Das sind Materialien mit null elektrischem Widerstand. Elektrischer Strom zirkuliert in ihnen verlustfrei über Millionen von Jahren. Das Problem ist, dass Supraleitung nur bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt auftritt. Magnete in Tanks mit kalten Flüssigkeiten zu halten, ist unrealistisch teuer. 1986 wurden Hochtemperatur-Supraleiter entdeckt. Das war ein Durchbruch. Eine Zeit lang schien es, als würde Supraleitung bei Raumtemperatur jeden Moment Realität werden, aber der Fortschritt verlangsamte sich. Der heutige Rekord bei Normaldruck liegt bei 138 Kelvin. Das sind minus 135 Grad Celsius. Wenn wir eines Tages einen Supraleiter finden, der bei Raumtemperatur funktioniert, beginnt eine neue industrielle Revolution. Das Problem ist, dass es keine Theorie gibt, die erklärt, wie das funktioniert. Hier haben Sie eine Idee für den Nobelpreis. Supraleiter haben eine interessante Eigenschaft. Ein Magnet über einem Supraleiter schwebt in der Luft, getragen von einer unsichtbaren Kraft. Das ist der Meissner-Effekt. Der Supraleiter verdrängt das Magnetfeld. Man kann sich eine Autobahn der Zukunft vorstellen, deren Oberfläche aus supraleitender Keramik besteht. Mit Magneten am Unterboden würden unsere Autos über die Straße schweben und sich reibungsfrei bewegen. Der Effekt funktioniert mit magnetischen Materialien, aber man kann auch nicht-magnetische Stoffe anheben. Paramagneten und Diamagneten. Wasser zum Beispiel ist diamagnetisch. Alle Lebewesen bestehen aus Wasser und können daher in einem starken Magnetfeld schweben. Wissenschaftlern ist es bereits gelungen, Frösche in einem Magnetfeld schweben zu lassen, das 30.000 Mal stärker ist als das der Erde. Wenn es Supraleitung bei Raumtemperatur gibt, könnte man auch größere Objekte anheben.
Alles in allem stimmen Kraftfelder aus der Science-Fiction bisher nicht mit den bekannten Gesetzen der Physik überein. Aber wir können viele Eigenschaften imitieren. Von der Unmöglichkeit heute bis zur Realität von morgen ist es nur ein Schritt und die Wissenschaft wird ihn tun. In dem berühmtesten Roman von Joanne K. Rowling bekommt Harry Potter zu Weihnachten ein ungewöhnliches Geschenk. Den silbrigen Umhang seines Vaters. Harry wirft sich den Umhang über die Schultern und sein Körper verschwindet. Nur noch sein Kopf ist zu sehen, der in der Luft schwebt. Mit diesem Umhang kann Harry nachts unbemerkt durch das Schloss streifen, Gespräche belauschen und Gefahren entkommen. Kann das Wirklichkeit werden? Unsichtbarkeit ist eine der ältesten Ideen der Menschheit. Perseus tötete die Gorgo-Medusa mit Hilfe einer Tarnkappe. Die Tarnvorrichtung auf den Schiffen der Klingonen aus Star Trek macht sie unsichtbar. Sie schleichen sich unbemerkt heran und greifen als Erste an. Frodo verbarg sich dank des Ringes vor seinen Feinden. Platon erzählte die Geschichte vom Ring des Gyges. Ein armer Hirte fand in einer Höhle einen goldenen Ring am Finger eines Toten. Der Ring machte ihn unsichtbar, der Hirte wurde trunken vor Macht, er verführte die Königin, tötete den König und wurde der nächste König von Lydien. Platons Moral ist einfach. Niemand widersteht der Versuchung. Menschen sind schwach und Moral ist ein soziales Phänomen, das von außen aufrechterhalten werden muss. Aber das sind doch alles nur Märchen, oder? Physiker haben jahrhundertelang die Möglichkeit der Unsichtbarkeit bestritten. Das verstößt gegen die Gesetze der Optik, sagten sie. Es stimmt nicht mit den Eigenschaften der Materie überein. James Clerk Maxwell enthüllte das Geheimnis des Lichts im 19. Jahrhundert. Er nahm Faradays Entdeckungen über physikalische Felder und schrieb sie in der Sprache der Differentialgleichungen nieder. Das sieht ziemlich furchteinflößend aus. Jeder Physiker und Ingenieur auf der Welt hat im Studium darüber geschwitzt. Maxwell stellte die Frage, was passiert, wenn elektrisches und magnetisches Feld ständig ineinander übergehen? Die Antwort, es entsteht eine Welle. Maxwell berechnete ihre Geschwindigkeit. Zu seinem eigenen Erstaunen erkannte er, dass es die Lichtgeschwindigkeit ist. Einstein sagte über Maxwells Gleichungen nicht weniger als das tiefste und fruchtbarste, was die Physik seit Newton erlebt hat. Maxwells Theorie erklärt Unsichtbarkeit ganz einfach. In einem Festkörper sind die Atome dicht gepackt. Licht kann nicht durch sie hindurch gelangen, wie durch eine Backsteinmauer. In Flüssigkeiten und Gasen liegen die Atome weiter auseinander und das Licht schlüpft zwischen ihnen hindurch. Deshalb sind Wasser und Luft durchsichtig. Aber es gibt eine Ausnahme: Kristalle. Die Atome bilden darin ein regelmäßiges Gitter. Für das Licht gibt es dort viele Wege. Deshalb ist ein Diamant durchsichtig, obwohl seine Atome dicht gepackt sind. Kurz gesagt, um einen Menschen unsichtbar zu machen, müsste man ihn in eine Flüssigkeit überführen, aufkochen, in Dampf verwandeln und kristallisieren. Nichts Kompliziertes, aber nur, wenn man im Harry-Potter-Universum lebt. Das Militär ging einen anderen Weg und entwickelte die Stealth-Technologie. Sie macht Flugzeuge für Radargeräte unsichtbar. Statt Stahl wird Kunststoff verwendet. Durch die veränderten Winkel des Rumpfes wird der Radarstrahl in alle Richtungen gestreut und kehrt nicht zurück. Das ist eine interessante Sammlung von Tricks, aber echte Unsichtbarkeit ist es trotzdem nicht. Der eigentliche Durchbruch kam 2006. Wissenschaftler der Duke University und des Imperial College schufen ein Metamaterial. Sie machten ein Objekt für Mikrowellen unsichtbar. Metamaterialien sind Stoffe mit optischen Eigenschaften, die in der Natur nicht vorkommen. In sie werden winzige Implantate eingebettet und diese zwingen elektromagnetische Wellen, ungewöhnliche Wege einzuschlagen. Stellen Sie sich einen Fluss vor, der einen Felsbrocken umströmt. Das Wasser umhüllt den Stein gleichsam. Stromabwärts ist seine Anwesenheit nicht zu bemerken, genauso leitet das Metamaterial die Mikrowellen um einen Zylinder herum. Alles innerhalb des Zylinders wird unsichtbar. In der Praxis funktioniert das so. Die Wissenschaftler aus Duke schufen ein Gerät aus 10 mit Kupfer beschichteten Glasfaserringen. Der Kupferring im Inneren wurde für Mikrowellen nahezu unsichtbar. Das Geheimnis liegt in der Brechung. Wenn man die Hand ins Wasser taucht, wird sie verzerrt. Das ist Brechung. Licht bewegt sich im Vakuum mit konstanter Geschwindigkeit. In Wasser oder Glas verlangsamt es sich, weil es sich durch Billionen von Atomen zwängt. Der Brechungsindex für Vakuum beträgt 1, für Luft 1,0003, für Glas 1,5, für Diamant 2,4. Auch Fata Morganas in der Wüste entstehen durch Brechung. Die heiße Luft über dem Sand hat eine geringere Dichte. Das Licht von entfernten Objekten wird darin gebrochen, gelangt ins Auge und es entsteht die Illusion einer Wasserfläche oder ferner Städte. Normalerweise ist der Brechungsindex konstant. Ein Lichtstrahl tritt ins Glas ein, ändert die Richtung und bewegt sich dann geradeaus weiter. Aber was, wenn man den Brechungsindex an jedem Punkt steuern könnte?
Dann würde sich das Licht wie eine Schlange winden. Wenn man das Licht dazu bringt, ein Objekt zu umfließen, wird es unsichtbar. Doch es gibt einen Haken. Dafür müsste der Brechungsindex negativ sein. In jedem Physiklehrbuch steht, das ist unmöglich. Der sowjetische Physiker Viktor Veselago sagte Metamaterialien bereits 1967 voraus. Die Idee schien absurd, doch 2006 wurden Metamaterialien im Labor hergestellt. Die Lehrbücher mussten umgeschrieben werden. Das Problem ist, dass die Größe eine Rolle spielt. Um Mikrowellen mit einer Wellenlänge von 3 cm zu krümmen, braucht man Implantate kleiner als 3 cm, aber grünes Licht hat eine Wellenlänge von nur 500 Nanometern. Um es zu verbiegen, braucht man Implantate von 50 Nanometern Größe. Und 1 Nanometer ist ein Milliardstel Meter, also 5 Atome. Das ist atomarer Maßstab und hier braucht man Nanotechnologie. 2007 schuf eine Forschergruppe aus Deutschland und den USA das erste Metamaterial für sichtbares Licht. Sie nahmen Glas, trugen eine Silberschicht auf, eine 100 Nanometer dicke Schicht Magnesiumfluorid und wieder eine Silberschicht. Es entstand ein Sandwich. Darin stanzen sie winzige quadratische Löcher mit einer Breite von 100 Nanometern. Das ist kleiner als die Wellenlänge roten Lichts. Es entstand ein Gitter, das einem Fischernetz ähnelt. Durch dieses Gitter schickten sie einen Strahl roten Lichts und voilà, Brechungsindex minus 0,6. Diese Technologie könnte zur Entwicklung einer Superlinse führen. Sie würde es ermöglichen, Objekte zu fotografieren, die kleiner sind als die Lichtwellenlänge. Man könnte ins Innere einer lebenden Zelle blicken und ein DNA-Molekül direkt fotografieren. Eine andere Gruppe vom Caltech nutzte Plasmonik. Das ist eine Technologie zur Komprimierung von Licht für Manipulationen im Nanomaßstab. Elektronen im Metall vibrieren im Einklang mit dem Licht. Es entstehen Plasmonen, Wellen auf der Metalloberfläche. Diese lassen sich komprimieren. Gleiche Frequenz, gleiche Information, aber kürzere Wellenlänge. Auch für blau-grünes Licht wurde bereits ein Metamaterial mit negativem Brechungsindex geschaffen. Der Fortschritt beschleunigt sich. Wissenschaftler haben inzwischen gelernt, Nanostrukturen nicht nur auf Glas, sondern auch auf Silizium und Metallen herzustellen. Jetzt lässt sich Licht mit unglaublicher Präzision steuern, biegen, fokussieren und filtern direkt auf der Oberfläche. Auf Basis solcher Strukturen werden bereits ultradünne Linsen hergestellt, die in Kameras von Smartphones und Sensoren eingebaut werden. Dadurch wird die Optik kompakter, das Bild schärfer und die Geräte dünner und energieeffizienter. Experimente mit Unsichtbarkeit gehen weiter, doch die Metamaterialien selbst funktionieren bereits in realen Technologien. Es gibt noch weitere Wege, unsichtbar zu werden, zum Beispiel optische Tarnung. Naoki Kawakami von der Universität Tokio schuf einen Umhang, der mit lichtreflektierenden Kügelchen bedeckt ist. Sie funktionieren wie eine Kinoleinwand. Eine Videokamera filmt, was hinter der Person ist. Ein Projektor projiziert das Bild auf die Vorderseite. Es sieht aus, als würde das Licht durch den Menschen hindurchscheinen. Doch wenn man sich seitlich bewegt, wird klar, dass es eine Illusion ist. Um diesen Nachteil zu beheben, braucht man Hologramme, dreidimensionale Bilder, die von Lasern erzeugt werden. Eine holographische Kamera filmt den Hintergrund, ein holographischer Bildschirm bildet ihn vor dem Menschen nach. Selbst wenn man sich bewegt, würde man den Trick nicht bemerken. Es gibt noch einen weiteren raffinierten Weg. H.G. Wells beschrieb ihn in Der Unsichtbare. Dort wird die 4. Dimension verwendet. Der Mensch verlässt unser dreidimensionales Universum und schwebt darüber wie ein Schmetterling über einem Blatt Papier. Für die Bewohner darunter ist er unsichtbar. Ja, die Existenz höherer Dimensionen ist nicht bewiesen. Eine Reise in sie würde weit mehr Energie erfordern, als uns zur Verfügung steht, aber in jedem Fall wird der Tarnumhang angesichts der Vielzahl der Möglichkeiten und der Geschwindigkeit der Entdeckungen sicherlich in den kommenden Jahrzehnten in unseren Geschäften erscheinen. 4, 3, 2, 1, Feuer. Der Todesstern feuert auf den Planeten Alderaan. Eine titanische Explosion schleudert Trümmer durch das gesamte Sonnensystem. Kritiker belächelten Star Wars. Strahlwaffen von der Größe eines Mondes? Schwerter aus gefrorenem Licht? Das ist doch zu viel, selbst für eine weit, weit entfernte Galaxis. Doch die Physiker kamen ins Grübeln. Eigentlich lässt sich in einen Lichtstrahl eine ungeheuer große Menge an Energie packen. Der Bau eines Todessterns oder eines Lichtschwerts widerspricht keinem einzigen Gesetz der Physik. Mehr noch, Gammastrahlenbündel, die in der Lage wären, einen Planeten zu sprengen, existieren tatsächlich. Kosmische Gammablitze veranstalten im tiefen Weltraum Explosionen, die an Gewalt nur dem Urknall selbst nachstehen. In Bruchteilen einer Sekunde setzt ein solcher Blitz die Energie frei, die die Sonne in 10 Milliarden Jahren abstrahlt. Der Traum, die Energie der Strahlung zu bändigen, ist nicht neu. Der griechische Gott Zeus schleuderte Blitze, der nordische Gott Thor besaß einen Hammer, der hinduistische Indra feuerte einen Energiestrahl aus seinem magischen Speer. Archimedes schlug als erster den Strahl als reale Waffe vor und er verstand, sagen wir mal,
einiges von der Sache. Er entwickelte seine eigene Variante der Differentialrechnung 2000 Jahre vor Newton. Doch gemäß den Gleichungen von Maxwell ist Licht ein Durcheinander von Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen und Phasen. Es zerstreut sich schnell, ein fokussierter Strahl wie ein Laser galt als unmöglich. Alles änderte sich mit der Quantenrevolution. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde klar, Newtons Gesetze und Maxwells Gleichungen erklären nicht alles. Warum leiten Materialien Strom? Warum schmelzen Metalle bei bestimmten Temperaturen? Warum werden manche Stoffe supraleitend? Im Jahr 1900 stellte Max Planck eine Vermutung auf. Energie ist nicht kontinuierlich, sie existiert in Form kleiner diskreter Portionen. Quanten. 1905 erklärte Einstein, auch Licht besteht aus Quanten. Später wurden sie Photonen genannt. Einstein erklärte, warum Metalle bei Bestrahlung mit Licht Elektronen aussenden. Der photoelektrische Effekt. Heute ist das die Grundlage von Lasern, Solarzellen und dem Gerät, auf dem Sie gerade dieses Video sehen. Und vielleicht den Like-Button drücken? 1913 stellte der dänische Physiker Niels Bohr ein neues Bild des Atoms vor. Es sah aus wie ein Sonnensystem im Miniaturformat, aber die Elektronen darin können sich nur auf diskreten Bahnen bewegen. Wenn ein Elektron auf eine Bahn näher am Kern springt, sendet es ein Photon aus. Wenn es ein Photon absorbiert, springt es höher. Kurz darauf, 1925, wurde die Quantenmechanik geboren. Die Arbeiten von Schrödinger, Heisenberg und anderen bewiesen, dass das Elektron gleichzeitig Teilchen und Welle ist. Vor 1925 galten Atome als rätselhafte Objekte. Viele glaubten nicht einmal an ihre Existenz. Nach 1925 konnten wir bereits die Bewegung von Teilchen innerhalb des Atoms beschreiben und seine Eigenschaften vorhersagen. 1953 erzeugte Professor Charles Townes aus Berkeley den ersten Strahl kohärenter Strahlung, Mikrowellen. Das Gerät wurde Maser genannt. Es verstärkte Mikrowellen durch stimulierte Emissionen. Später, 1964, erhielt Townes den Nobelpreis zusammen mit den Physikern Basow und Prochochow. Die Ergebnisse wurden auf sichtbares Licht übertragen. So wurde der Laser geboren. So funktioniert er. Die Grundlage eines Lasers ist ein spezielles Medium aus Gas, Kristall oder Diode. Man pumpt von außen Energie in das Medium. Die zugeführte Energie regt die Atome an, Elektronen absorbieren die Energie und springen auf höhere Bahnen. Das Medium wird instabil. Wenn man einen Lichtstrahl hindurchschickt, stoßen Photonen auf Atome. Elektronen fallen auf niedrigere Bahnen zurück, zusätzliche Photonen werden freigesetzt. Diese Photonen bringen noch mehr Elektronen dazu, Photonen auszusenden. Eine Kettenreaktion beginnt. Billionen von Photonen werden praktisch gleichzeitig in einem einzigen Strahl freigesetzt. Stellen Sie sich Dominosteine vor. Im Niedrigenergiezustand liegt jeder flach. Im angeregten Zustand stehen die Steine aufrecht. Stoßen Sie einen an, lösen Sie die plötzliche gleichzeitige Freisetzung der gesamten Energie aus. Heute sind Laser überall, an der Kasse im Supermarkt, im Glasfaserkabel für das Internet, in der Augenchirurgie und in Kosmetikstudios. Und warum haben wir dann keine Strahlgewehre und Lichtschwerter? Das Problem sind tragbare Energiequellen. Für eine Strahlenwaffe braucht man Miniaturbatterien in Handflächengröße, aber so leistungsstark wie ein Kraftwerk. Heute ist der einzige Weg, solche Leistungen zu erzielen, buchstäblich ein Kraftwerk zu bauen. Das kleinste Gerät mit vergleichbarer Energie ist eine Miniatur-Wasserstoffbombe, aber die würde verdammt nochmal nicht nur das Ziel vernichten, sondern auch sie selbst. Das zweite Problem ist die Stabilität des Lasermediums. Theoretisch ist die Energiemenge, die man in einen Laser pumpen kann, unbegrenzt, aber Kristalllaser überhitzen und bekommen Risse. Für einen extrem leistungsstarken Laser müsste man die Energie einer Explosion nutzen. Kurz gesagt, der Laser wäre ein Einwegprodukt. Diese Probleme machen Strahlgewehre beim heutigen Stand der Technik unmöglich. Mit Lichtschwertern ist es die gleiche Geschichte. Licht kann man nicht festmachen, es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Ein Lichtstrahl kann nicht abrupt im Raum abbrechen. Ein echtes Lichtschwert würde weit in den Himmel reichen. Aber was, wenn man Plasma verwendet? Erhitztes Plasma leuchtet im Dunkeln und schneidet Stahl. Mit einer leistungsstarken, tragbaren Batterie könnte man ein Teleskoprohr nehmen, heißes Plasma hineinleiten und fertig ist das Schwert. Und wie steht es mit dem Todesstern selbst? Um eine Laserkanone zu bauen, die einen ganzen Planeten zerstören kann, braucht man den stärksten Laser, den man sich vorstellen kann. Dafür versuchen Wissenschaftler, die Prozesse der Sternentstehung nachzubilden. Ein Stern entsteht als gewaltiger Wasserstoffball. Die Gravitation komprimiert dieses Gas und erhitzt es. Wasserstoffkerne beginnen zu verschmelzen und es entstehen Heliumkerne. Dabei wird Energie freigesetzt. Ein kleiner Teil der Masse verwandelt sich in Energie gemäß Einsteins Formel E = mc². Das ist die Energiequelle eines Sterns. Dabei verliert die Sonne Masse. Jede Sekunde büßt sie rund 4 Millionen Tonnen Materie ein.
Eine spürbare Gewichtsabnahme sehen wir natürlich nicht, aber über Milliarden von Jahren wird es bemerkbar. Wissenschaftler versuchen die Kernfusion auf 2 Wegen zu bändigen. Beim Trägheitseinschluss erzeugt eine Batterie starker Laser buchstäblich ein Stückchen Sonne im Labor. Die Laserstrahlen werden auf eine winzige Kugel aus Lithiumdeuterid fokussiert, so groß wie ein Stecknadelkopf. Der Laserblitz erhitzt die Oberfläche der Kugel, die obere Schicht verdampft. Die Kugel wird abrupt komprimiert. Die Schockwelle erreicht das Zentrum, die Temperatur springt auf Millionen Grad. Wasserstoffkerne verschmelzen und bilden Helium, das funktioniert, aber mit der zerstörerischen Kraft des Todessterns lässt es sich nicht vergleichen. Die zweite Methode ist der magnetische Einschluss. Heißes Wasserstoffplasma wird durch ein Magnetfeld eingeschlossen. Das Projekt ITER wurde gestartet, der Versuch der Menschheit, eine künstliche Sonne auf der Erde zu zünden. In einem gigantischen Magnetring in Frankreich bereiten sich Wissenschaftler darauf vor, Plasma mit über 100 Millionen Grad Temperatur einzuschließen. Das ist sogar heißer als das Zentrum eines Sterns. Das erste Deuteriumplasma wird 2035 erwartet. ITER ist das drittgrößte Wissenschaftsprojekt der Geschichte nach der ISS und dem Manhattan-Projekt. ITER ähnelt einem großen Donut, umwickelt von gewaltigen Spulenringen. Im Inneren des Donuts zirkuliert Wasserstoff, die Spulen werden bis zur Supraleitung gekühlt. Eine gigantische Menge elektrischer Energie wird eingespeist, so entsteht ein Magnetfeld, das das Plasma einschließt. Wenn Strom durch den Donut geleitet wird, erhitzt sich das Gas auf Sterntemperaturen. Aber warum sind Wissenschaftler so daran interessiert? Die Kernfusion verspricht günstige Energiequellen. Als Brennstoff könnte gewöhnliches Meerwasser dienen, das reich an Wasserstoff ist. Eine praktisch unerschöpfliche Quelle, aber Fusionsreaktoren haben wir immer noch nicht gesehen. Warum? Es stellte sich heraus, dass wir Wasserstoffbrennstoff zwar verbrennen können, dies aber gleichmäßig zu tun unglaublich schwer ist. In den Kernen der Sterne zwingt die Gravitation den Wasserstoff in eine perfekte Kugelform. Das Gas wird sauber und gleichmäßig erhitzt. In unseren Anlagen müssen die Laserstrahlen absolut identisch sein. Das ist wie das Zusammendrücken eines Luftballons. Drückt man ihn an einem Ende, beult er sich an einer anderen Stelle aus und das stoppt leider die Kernfusion. Die Forscher hoffen, wenn alles gut geht, wird ITER in etwa 30 Jahren den Weg zur kommerziellen Produktion von Fusionsenergie ebnen. Es gibt noch eine weitere Idee, wie man die Energie der Sonne nutzen kann. Selbst wenn es uns nicht gelingt, unseren eigenen Stern zu zünden, schauen Sie an den Himmel. Sterne gibt es reichlich. Stellen Sie sich eine Zivilisation vor, die nur um 1% pro Jahr wächst. Klingt bescheiden, nicht wahr? Doch der Physiker Freeman Dyson errechnete 1960, dass eine solche Zivilisation nach 3000 Jahren die gesamte Energie der Sonne benötigen würde. Absolut die gesamte. Um sie zu gewinnen, schlug Dyson vor, den Stern mit einer riesigen künstlichen Hülle zu umgeben, die jedes Photon einfängt. Sie ging als Dyson-Sphäre in die Geschichte ein. Normalerweise stellt man sich eine Dyson-Sphäre ungefähr so vor, aber eine solche, um einen echten Stern zu errichten, ist unvergleichlich schwieriger. 3D-Drucker dieser Größenordnung haben wir leider nicht. Dyson selbst stellte sich keine feste Sphäre vor, sondern einen Schwarm freifliegender Objekte. Denn eine feste Hülle stünde vor einem fundamentalen Problem. Jedes Stückchen einer solchen Sphäre würde zum Zentrum gezogen, wo sich der Stern befindet. Stellen Sie sich einen Brückenbogen vor, bei dem jeder Stein auf den benachbarten drückt. Wenn der Druck zu groß ist, stürzt die Konstruktion ein. Der Astronom Mikhail Papagiannis berechnete 1985, welches Material einer solchen Belastung standhalten könnte. Es stellte sich heraus, dass selbst wenn man eine Sphäre in der Größe der Erdumlaufbahn und mit einer Dicke von nur 10 Metern bauen würde, man ein Material bräuchte, das 1 Milliarde Mal stärker wäre als die stärksten chemischen Bindungen. 1 Milliarde Mal stärker als Diamant. Solche Materialien existieren in der Natur schlicht nicht. Man könnte versuchen, die Wände dicker zu machen, aber dann würde die Sphäre so massiv, dass sie unter ihrer eigenen Gravitation kollabieren würde, wie ein schwarzes Loch. Man könnte versuchen, die Konstruktion in Rotation zu versetzen, damit die Zentrifugalkraft sie stützt, aber die Pole würden sich trotzdem nicht drehen und nach innen durchbiegen. Es gibt nur einen Ausweg: die Sphäre unglaublich dünn machen, so dünn, dass der Druck des Sonnenlichts von innen die Wände buchstäblich stützt, wie Wind ein Segel bläht. Wir sprechen von einer Dicke von 1 Gramm pro Quadratmeter. Das ist 100-mal dünner als das leichteste Sonnensegel, das die Menschheit jemals ins All geschickt hat. Eine solche Sphäre wäre fragil wie ein Spinnennetz. Ein zufälliger Meteorit oder eine Sonneneruption könnte sie zerstören, aber dafür würde sie das Energieproblem ein für allemal lösen.
Mehr noch, eine so dünne Hülle könnte nicht nur Energie sammeln, sondern auch ein gigantischer Supercomputer sein. Das Projekt Breakthrough Starshot denkt bereits über die Schaffung solcher intelligenter Gewebe nach. Computersysteme sollen dort mit dem Material des Segels verwoben sein. Doch selbst wenn wir die ingenieurstechnischen Probleme lösen, bleibt eine Frage der Physik. Innerhalb einer kugelförmigen Hülle ist die Gravitation überall gleich Null. Das ist die Folge eines eleganten Theorems, das Carl Friedrich Gauss entdeckte. Das bedeutet, der Stern innerhalb der Sphäre spürt keinerlei Kraft von der Hülle. Stern und Sphäre sind in keiner Weise miteinander verbunden. Wenn man die Sphäre ein klein wenig zur Seite schubst, beginnt sie zu driften, der Stern bleibt an Ort und Stelle und die Hülle treibt langsam davon. Nach einiger Zeit prallt der Stern gegen die Wand und alles wird zerstört. Das ist wie ein Ball auf einer absolut ebenen Fläche. Der leiseste Windhauch und das Gleichgewicht ist gestört. Der einzige Weg, die Sphäre zu stabilisieren, sind Laser. Man könnte einen Lichtstrahl nach außen auf die Seite abfeuern, wohin die Konstruktion verschoben werden soll. Der Rückstoß des Lasers würde die Sphäre zurückdrücken, aber Licht besitzt nur einen sehr geringen Impuls, daher würde ein solches System nur in einem perfekt geräumten Sonnensystem funktionieren. Selbst ein Planet von der Größe Merkurs, der vorbeifliegt, würde zu starke Störungen verursachen. Und es gibt noch ein unerwartetes Detail. Wenn wir einen Stern mit einer Sphäre umhüllen, beeinflusst das den Stern selbst. Die Innenfläche der Sphäre würde Wärme abstrahlen und Licht zurückreflektieren. Ein Teil dieser Photonen würde den Stern treffen und ihm Energie zuführen. Der Stern würde auf die einzige Weise reagieren, die er kann. Er würde anfangen, sich aufzublähen. Die Dyson-Sphäre ist also möglich, aber nur in einer sehr speziellen Form. Es müsste ein unglaublich dünnes, intelligentes Gewebe in einem nahezu leeren Sonnensystem sein, das ständig seine Position mit Lasern korrigiert. Keine massive Stahlwand, sondern eher ein hauchzartes Netz aus Licht und Berechnungen. Vielleicht werden unsere fernen Nachfahren eines Tages eine solche Struktur errichten. Oder, was noch spannender wäre, wir entdecken eine um einen fernen Stern. Denn jede hinreichend fortschrittliche Zivilisation wird früher oder später auf Energiehunger stoßen und dann wird die Dyson-Sphäre aufhören, eine Fantasie zu sein und zur Unvermeidlichkeit werden. Stellen Sie sich vor, Sie drücken einen Knopf und teleportieren sich von zu Hause zur Arbeit oder von zu Hause ans Meer. Kein Übergepäck am Flughafen, auch Fracht wird augenblicklich an den gewünschten Ort befördert. Die frühesten Erwähnungen von Teleportation finden sich schon in religiösen Texten. In der Bibel versetzen Geister Menschen von einem Ort zum anderen, in der Apostelgeschichte verschwindet Philippus in Gaza und erscheint in Aschdod. Magier unterhielten jahrhundertelang das Publikum mit Illusionen. Kaninchen aus dem Hut, Karten aus dem Ärmel, Münzen hinter dem Ohr. Einer der beeindruckendsten Tricks ist das Verschwinden eines Elefanten. Ein riesiger, mehrere Tonnen schwerer Elefant wird in einen Käfig gestellt, etwas Rauch und der Elefant ist verschwunden. Natürlich verschwindet er in Wirklichkeit nirgendwohin, hinter jedem Gitterstab steht ein langer, schmaler Spiegel. Die Spiegel werden im 45-Grad-Winkel gedreht. Die Zuschauer sehen das Spiegelbild der Seitenwand, der Elefant dahinter ist einfach nicht zu sehen. Die Science-Fiction stand nicht nach. In der Erzählung von Edward Mitchell, The Man Without a Body aus dem Jahr 1877, entdeckte ein Wissenschaftler einen Weg, eine Katze in ihre Atome zu zerlegen und per Telegrafenleitung zu übertragen. Als der Wissenschaftler unglücklicherweise versuchte, sich selbst zu teleportieren, fiel der Strom aus. Erfolgreich teleportiert wurde nur sein Kopf. Arthur Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, war fasziniert von Teleportation. In der Erzählung Die Desintegrationsmaschine von 1927 macht ein Professor die Bekanntschaft des Erfinders einer Maschine, die einen Menschen zerlegen und an einem anderen Ort wieder zusammensetzen kann. Der Erfinder prahlt, in den falschen Händen könnte die Maschine mit einem einzigen Knopfdruck ganze Städte vernichten. Der Professor ist entsetzt. Die Erzählung endet damit, dass er den Erfinder mit Hilfe der Maschine zerlegt und das Labor verlässt, wobei er angeblich vergisst, ihn wieder zusammenzusetzen. Der Film Die Fliege aus dem Jahr 1958 veranschaulicht eindrucksvoll, was passieren kann, wenn der Prozess schief geht. Ein Wissenschaftler teleportiert sich erfolgreich innerhalb eines Raumes. Durch ein unglückliches Versehen vermischen sich seine Atome mit denen einer Fliege. Das Ergebnis ist ein groteskes Wesen, halb Mensch, halb Fliege. Jahrhundertelang behaupteten Wissenschaftler, Teleportation ist unmöglich. Nach Newtons Theorie besteht Materie aus winzigen, harten Billardkugeln. Objekte setzen sich nicht in Bewegung, wenn man sie nicht anstößt. Objekte verschwinden nicht plötzlich und tauchen nicht an einem anderen Ort auf. Doch in der Quantentheorie passiert mit Teilchen genau solch ein Spuk. 1925 entwickelten Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und ihre Kollegen die Quantentheorie. Bei der Analyse der seltsamen Eigenschaften von Atomen entdeckten die Physiker, das Elektron verhält sich wie eine Welle.
Während es sich chaotisch innerhalb des Atoms bewegt, kann es buchstäblich Quantensprünge vollziehen. Erwin Schrödinger schuf die berühmte Wellengleichung. Sie ist eine der wichtigsten Gleichungen der Physik und Chemie. Schrödingers Arbeit erschütterte die Physikergemeinschaft. Plötzlich stellten die Physiker fest, dass sie ins Innere des Atoms blicken konnten, doch eine Frage blieb: Wenn das Elektron als Welle beschrieben wird, was schwingt denn da eigentlich? Die Antwort gab der Physiker Max Born: Es sind Wahrscheinlichkeitswellen. Sie verraten nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit man ein bestimmtes Elektron zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort finden wird. Das Elektron ist ein Teilchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dieses Teilchen zu finden, wird durch Schrödingers Wellenfunktion bestimmt. Je höher die Welle, desto größer die Chance, das Teilchen an diesem Punkt zu finden. Heisenberg formalisierte dies mit der Unschärferelation: Es ist unmöglich, gleichzeitig die exakte Geschwindigkeit und die exakte Position eines Elektrons zu kennen. Auf der Quantenebene werden alle Gesetze des gesunden Menschenverstands verletzt. Elektronen können verschwinden und an einem anderen Ort auftauchen und sich sogar gleichzeitig an mehreren Orten befinden. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn ich meinen Doktoranden die Seltsamkeit und Wunderlichkeit der Quantentheorie erkläre, bitte ich sie manchmal, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass die Atome ihres Körpers plötzlich auseinanderlaufen und sich auf der anderen Seite einer Backsteinmauer wieder zusammensetzen. Solch eine Teleportation ist in der Newtonschen Physik verboten, widerspricht aber keineswegs den Gesetzen der Quantenmechanik. Die Antwort ist allerdings, dass man auf ein solches Ereignis bis zum Ende der Lebensdauer des Universums warten müsste und noch länger. Aber man kann die Gesetze der Quantentheorie nutzen, um eine Maschine zur Teleportation von Objekten auf Bestellung zu bauen? So erstaunlich es klingt, die Antwort ist eindeutig: Ja, man kann. 1935 stellten Albert Einstein und seine Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen sich die Aufgabe, ein für alle Mal mit den Wahrscheinlichkeiten in der Physik Schluss zu machen. Einstein klagte: Je mehr Erfolg die Quantentheorie hat, desto dümmer sieht sie aus. Diese Theorie erklärt vieles, bringt uns aber dem Geheimnis Gottes kaum ein Stückchen näher. Zumindest für mich kann ich mit Sicherheit sagen, ich bin überzeugt, dass er nicht würfelt. Wenn zwei Elektronen ursprünglich im Einklang schwingen, können sie die Wellensynchronisation selbst über große Entfernungen aufrechterhalten. Selbst wenn die Elektronen durch Lichtjahre getrennt sind, verbindet sie eine unsichtbare Schrödinger-Welle wie eine Nabelschnur. Wenn mit einem Elektron etwas geschieht, wird die Information sofort an das zweite übertragen. Das ist Quantenverschränkung. Die Wissenschaftler sagten, nehmen wir zwei Elektronen im Einklang und lassen sie in entgegengesetzte Richtungen auseinanderfliegen. Jedes Elektron gleicht einem rotierenden Kreisel. Seine Rotation, der Spin, kann nach oben oder unten gerichtet sein. Der Gesamtspin des Systems soll 0 betragen. Wenn der Spin des einen Elektrons nach oben zeigt, zeigt der Spin des anderen mit Sicherheit nach unten. Gemäß der Quantentheorie ist der Spin vor der Messung weder nach oben noch nach unten gerichtet. Das Elektron befindet sich in einem unbestimmten Zustand. Es dreht sich gleichzeitig nach oben und nach unten. Aber sobald man eine Beobachtung durchführt, kollabiert die Wellenfunktion gleichsam. Das Teilchen verbleibt in einem einzigen konkreten Zustand. Messen wir den Spin eines Elektrons, sagen wir, es dreht sich nach oben, dann wissen wir augenblicklich, das andere Elektron dreht sich nach unten. Selbst wenn die Elektronen durch Lichtjahre getrennt sind, kennen wir sofort den Spin des zweiten, sobald wir den Spin des ersten messen. Es scheint, als hätten wir eine Informationsübertragung, die schneller ist als das Licht. In gewissem Sinne bedeutet das, dass alles, was mit uns geschieht, automatisch Ereignisse in entfernten Winkeln des Universums beeinflusst. Unsere Wellenfunktionen sind vermutlich seit Anbeginn der Zeit verschränkt. Einstein nannte dieses Phänomen ironisch spukhafte Fernwirkung und für ihn war das ein starkes Argument, dass die Quantentheorie falsch sei, denn nichts kann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. In den 1980er Jahren führte Alan Aspect mit Kollegen ein bemerkenswertes Experiment durch. 2 Detektoren wurden in einem Abstand von 13 Metern aufgestellt. Sie maßen die Spins von Photonen, die von Calciumatomen ausgesandt wurden. Die Ergebnisse stimmten exakt mit den Aussagen der Quantentheorie überein. Gott würfelt also doch mit unserem Universum. Aber mit der Informationsübertragung schneller als Lichtgeschwindigkeit ist es nicht so eindeutig. Ja, es funktioniert tatsächlich, aber die Information ist zufällig und daher nutzlos. Das Wissen, dass irgendein Elektron am anderen Ende des Universums sich nach unten dreht, ist wertlos. Mit dieser Methode lässt sich zum Beispiel keine Nachricht im Morsecode übertragen. Hier ein Beispiel angenommen. Ihr Freund trägt immer verschiedenfarbige Socken, eine rote und eine grüne. Wir betrachten einen Fuß. Darauf ist die rote Socke, so wissen wir sofort, dass am anderen Fuß die grüne ist. Aber auf diese Weise lässt sich kein Signal mit nicht zufälliger Information übertragen. Alles änderte sich 1993. Wissenschaftler von IBM unter der Leitung von Giles Bennett demonstrierten die Möglichkeit, Objekte auf atomarer Ebene zu teleportieren. Genauer gesagt, sie bewiesen die Möglichkeit, die vollständige Information über ein Teilchen zu übertragen.
So funktioniert es. Nehmen wir zwei Atome. Wir wollen Informationen von Atom A zu Atom C teleportieren. Wir führen ein drittes Atom B ein, das mit Atom C verschränkt ist. Atom A tritt in Kontakt mit Atom B und scannt es. Die Information von Atom A wird an Atom B übertragen. Die Atome A und B verschränken sich. Da aber B ursprünglich mit C verschränkt war, wird die Information aus A auch an Atom C übertragen. Das Ergebnis ist, Atom A wurde in Atom C teleportiert. Das heißt, der Informationsgehalt von A ist nun identisch mit dem Informationsgehalt von C. Aber die Information, die vor Beginn des Experiments in Atom A enthalten war, wurde zerstört, denn nach dem Experiment erhalten wir keine zwei identischen Kopien. Das bedeutet, wenn man sich die Teleportation eines Menschen vorstellt, müsste dieser Mensch während der Übertragung sterben. Dafür würde der Informationsgehalt seines Körpers an einem anderen Ort erscheinen. Beachten Sie, Atom A als solches hat sich nicht an die Position von Atom C bewegt. Vielmehr erhielt C von A nur die in ihm enthaltene Information, wie zum Beispiel die Spin- und Polarisationseigenschaften. Nach der Bekanntgabe dieses Durchbruchs begann ein erbitterter Wettbewerb zwischen Forschergruppen. 1997 wurden auf diese Weise Photonen ultravioletten Lichts teleportiert. 2004 wurden Lichtteilchen über eine Strecke von 600 Metern durch ein Glasfaserkabel übertragen. Doch die Kritiker wandten ein: Das sind doch nur Lichtteilchen, Photonen. Mit Science Fiction hat das nichts zu tun. 2004 wurde die Quantenteleportation nicht an Photonen, sondern an echten Atomen demonstriert. Das kommt einem echten Teleporter schon näher. Physiker des National Institute of Standards and Technology verschränkten 3 Beryllium-Atome und übertrugen die Eigenschaften eines Atoms auf ein anderes. Die Leistung schaffte es auf das Titelblatt der Zeitschrift Nature. Eine andere Gruppe erzielte Erfolge mit Calciumatomen und 2006 wurde erstmals ein makroskopisches Objekt einbezogen. Physiker verschränkten einen Lichtstrahl mit einem Gas aus Cäsiumatomen. An dem Ereignis waren Billionen von Atomen beteiligt. Die Wissenschaftler kodierten Informationen in Laserblitze und teleportierten sie über eine Strecke von einem halben Meter zu den Cäsiumatomen. 2007 fanden Physiker noch einen weiteren Weg der Teleportation, die Quantenverschränkung. Das Prinzip ist folgendes: Man nimmt ein Bündel von Rubidiumatomen, überträgt seine gesamte Information in einem Lichtstrahl, schickt diesen Strahl durch ein Glasfaserkabel und stellt das ursprüngliche Atombündel an einem anderen Ort wieder her. Bemerkenswert an diesem Verfahren ist, dass dieser Lichtstrahl die gesamte Quanteninformation enthält, die zur Beschreibung des ursprünglichen Materiebündels nötig ist. In ihm steckt die Information über Position und Geschwindigkeit aller Atome. Wissenschaftler halten diese neue Methode für äußerst vielversprechend. Im Jahr 2025 wird eine solche Übertragung bereits zwischen Rubidiumknoten über 150 Meter lange Glasfasern genutzt, von der Erde zu Satelliten und sogar über Internetkabel auf 30 Kilometer. Auf diesem Prinzip wird vermutlich das zukünftige Quanteninternet aufgebaut. Also wird uns diese Methode die Möglichkeit geben, uns selbst zu teleportieren? Gegen die Teleportation eines Menschen gibt es keine prinzipiellen Einwände, doch die technischen Probleme sprengen die Vorstellungskraft. Derzeit erfordert die Arbeit mit winzigen Photonen und einzelnen Atomen die Anstrengungen der besten Physiklabore der Welt. Es werden vermutlich viele Jahrhunderte vergehen, bevor wir gewöhnliche Gegenstände teleportieren können. Im Grunde ist das Schicksal der Quantenteleportation eng mit dem Schicksal der Quantencomputer verknüpft. Dort kommen dieselben Technologien und Gesetze der Quantenphysik zum Einsatz. Quantencomputer werden wahrscheinlich eines Tages die vertrauten digitalen Computer auf unseren Schreibtischen vollständig ersetzen. Gewöhnliche Computer rechnen im Binärsystem, das heißt, sie arbeiten nur mit Nullen und Einsen, Bits. Quantencomputer sind um ein Vielfaches leistungsfähiger. Sie nutzen Qubits, also Quantenbits. Diese können Zwischenwerte zwischen 0 und 1 annehmen. Stellen Sie sich ein Atom vor, das in ein Magnetfeld gebracht wird. Es dreht sich wie ein Kreisel. Die Rotationsachse kann nach oben oder unten zeigen. Der gesunde Menschenverstand sagt, der Spin kann nach oben oder unten gerichtet sein, aber keinesfalls in beide Richtungen gleichzeitig. Doch in der seltsamen Welt der Quanten wird das Atom als Summe beider Zustände beschrieben. Noch vor 10 Jahren konnten Quantencomputer nur einfachste Demonstrationen ausführen, etwa die Faktorisierung der Zahl 15 nach dem Shor-Algorithmus. Doch heute arbeiten Geräte von Google, IBM und anderen Unternehmen bereits mit Dutzenden von Qubits und lösen Aufgaben der Quantenstichprobenentnahme, etwa die Bestimmung einer einzigen benötigten Konfiguration unter 2 hoch 80 möglichen Zuständen. Das sind rund 10 hoch 24 Varianten, mehr als seit dem Urknall Sekunden vergangen sind. Klassische Computer können diese Kombination beschreiben, aber sie effizient durchprobieren können sie nicht mehr. Quantenschaltkreise bewältigen diese Art von Berechnungen weit besser. Quantenteleportation und Quantencomputer haben einen fatalen Nachteil: die Notwendigkeit, eine große Anzahl von Atomen synchron zu halten. Die Lösung dieses Problems würde zu einem gewaltigen Sprung nach vorne führen.
Der Einsatz ist hoch. Wenn wir Glück haben, werden dank der neuesten theoretischen Fortschritte für die Entwicklung eines Quantencomputers vielleicht weit weniger als 50 Jahre nötig sein. Das wäre ein völlig neuer Weg, die Natur zu bändigen. David Deutsch. Der beste Teil der Menschheit wird aller Wahrscheinlichkeit nach niemals untergehen, sondern von Sonne zu Sonne umsiedeln, sobald diese erlöschen. Es gibt kein Ende des Lebens, kein Ende des Verstandes und der Vervollkommnung des Menschen. Sein Fortschritt ist ewig. Eines Tages in ferner Zukunft wird unser letzter Tag auf der Erde kommen. In Milliarden von Jahren wird der Himmel in Flammen aufgehen. Die Sonne wird zu einem glühenden Ball anschwellen. Die Temperatur wird sprunghaft steigen. Die Ozeane werden kochen und verdampfen. Zurück bleibt eine verkohlte, ausgedörrte Wüste. Die Berge werden allmählich schmelzen und als Lavaströme über die Orte fließen, an denen einst Städte standen. Dieses düstere Szenario ist nicht nur eine Folge aus Doctor Who, sondern unsere unvermeidliche Zukunft. Es ist eine Tatsache, dass sich die Sonne in 5 bis 6 Milliarden Jahren in einen roten Riesen verwandeln und dann die Erde zerstören wird. Das bedeutet, wir müssen die Erde verlassen oder sterben. Selbst wenn man den fernen Tod der Sonne außer Acht lässt, hat Carl Sagan zu Recht bemerkt, dass es nicht schlecht wäre, eine zweiplanetare Spezies zu werden, und zwar möglichst schnell. Das Leben auf der Erde ist das einzige, von dem wir wissen. Die Erde bewegt sich in einem kosmischen Schießstand, voller Asteroiden, Kometen und anderer Trümmer. Ein Zusammenstoß mit einem davon könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Andere nette Lebewesen hat dieses Schicksal bereits ereilt. Auf die Jahrtausende bezogen ist eine der Gefahren der Beginn einer neuen Eiszeit. Die letzte endete vor 10.000 Jahren. In weiteren 50.000 bis 100.000 Jahren, wenn die nächste kommt, könnte der Großteil aller Kontinente unter einer kilometerdicken Eisschicht liegen. Im Laufe der nächsten Milliarde Jahre wird sich die Sonne um etwa 10% aufheizen und die Erde ausbrennen. In 5 Milliarden Jahren wird sich die Sonne in einen roten Riesen verwandeln und die Erde wird sich innerhalb der Sternatmosphäre befinden. In 7 bis 8 Milliarden Jahren wird die Sonne, nachdem sie ihren Brennstoffvorrat erschöpft hat, sich zusammenziehen und zu einem winzigen weißen Zwerg werden. Mit der Zeit bleibt von ihr nur ein schwarzer Klumpen nuklearer Schlacke übrig. Und dann gibt es noch die nahezu 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass unsere Galaxie mit der Nachbargalaxie kollidiert, dem Andromeda-Nebel. Die Spiralarme der Milchstraße werden abgerissen und die Sonne könnte auf andere Umlaufbahnen verschoben werden. Okay, verstanden. In jedem Fall werden wir die Beine in die Hand nehmen müssen, aber wohin und was noch wichtiger ist, wie? Bis zum nächsten Stern, Proxima Centauri, sind es mehr als 4 Lichtjahre. Herkömmliche Raketen mit chemischen Triebwerken erreichen mit Mühe eine Geschwindigkeit von 17 Kilometern pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit würde der Flug zum nächsten Stern 77.000 Jahre dauern. Es liegt auf der Hand. Wenn wir jemals die Sterne erreichen wollen, brauchen wir Raketen eines völlig anderen Typs. Wir müssen entweder den Schub unserer Triebwerke oder ihre Betriebsdauer radikal erhöhen. Eine große Rakete mit chemischen Triebwerken kann einen Schub von mehreren tausend Tonnen haben, aber sie arbeitet nur wenige Minuten. Eine Rakete mit Ionenantrieb besitzt zwar nur einen geringen Schub, kann dafür aber im offenen Weltraum jahrelang arbeiten. Wenn es um Raketen geht, schlägt die Schildkröte immer den Hasen. Ein typischer Ionenantrieb ähnelt dem Inneren einer Fernsehröhre. Elektrischer Strom erhitzt einen Glühfaden. Dieser erzeugt einen Strom ionisierter Atome, zum Beispiel Xenon. Sie werden durch eine Düse ausgestoßen. Statt eines Strahls heißer Verbrennungsgase kommt ein schwacher, aber stetiger Ionenstrom. 1998 führte die NASA den erfolgreichen Start der Sonde Deep Space One mit einem Ionenantrieb an Bord durch. Dieses Triebwerk arbeitete insgesamt 678 Tage. Das war ein Rekord. Die Europäische Weltraumorganisation testete einen Ionenantrieb an Bord der Mondsonde Smart One. Und auf der japanischen Sonde Hayabusa, die sich einem Asteroiden näherte und Bodenproben entnahm, arbeiteten 4 Xenon-Ionentriebwerke. Ein Ionenantrieb kann Fernexpeditionen zu anderen Planeten bedienen, wenn es niemand an Bord eilig hat, schneller anzukommen. Aber angesichts kosmischer Entfernungen und unserer Lebenserwartung haben wir es sehr wohl eilig. Hier kommt die Idee des Sonnensegels ins Spiel. Sonnenlicht übt einen geringen, aber konstanten Druck aus und dieser reicht aus, um ein gewaltiges Segel durch den Weltraum zu tragen. Die Idee stammt noch von Johannes Kepler, dem großen Astronomen des 17. Jahrhunderts. Die Technologie basiert auf relativ einfachen Gesetzen, doch die Entwicklung eines echten Sonnensegels schreitet langsam und in Schüben voran. 2004 brachte eine japanische Rakete erfolgreich 2 kleine experimentelle Sonnensegel ins All. 2 Jahre später brachte eine andere japanische Rakete erfolgreich ein 15 Meter großes Segel in die Umlaufbahn. Doch es entfaltete sich nicht vollständig. Die Forschung kommt langsam voran, aber die Befürworter des Segels haben eine neue Idee vorgeschlagen, die den Menschen den Sternen näher bringen könnte. Man könnte auf dem Mond eine riesige Batterie von Lasern errichten und starke Strahlen auf das Sonnensegel richten.
Das würde es beschleunigen und den Flug zum nächsten Stern verkürzen. Das Segel selbst müsste mehrere 100 Kilometer im Durchmesser betragen. Gebaut werden müsste es vollständig im offenen Weltraum. Auf dem Mond müssten tausende leistungsstarker Laser errichtet werden, die jahrelang und sogar jahrzehntelang arbeiten können. Ihre Gesamtleistung müsste die heutige weltweite Energieerzeugung übersteigen. Theoretisch kann ein riesiges Sonnensegel eine Geschwindigkeit von bis zu der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Ein Schiff mit einem solchen Segel bräuchte für die Reise zu den nächsten Sternen nur etwa 8 Jahre. Keine neuen physikalischen Gesetze sind nötig. Aber auch hier gibt es Probleme. Es ist eine ernsthafte ingenieurstechnische Herausforderung. Es steht außer Zweifel, dass solche Technologien kommen werden, aber möglicherweise nicht so bald. Das Hauptproblem ist die Rückkehr. Um das Schiff zur Erde zurückzubringen, müsste man auf einem Mond des Zielsterns eine zweite Laserbatterie errichten. Oder man müsste ein rasantes Gravitationsmanöver an diesem Stern durchführen, das genug Geschwindigkeit für den Rückweg liefert. Es gibt noch einen weiteren Weg zu den Sternen. Man braucht einen Fusionsantrieb. Im Universum gibt es reichlich Wasserstoff. Ein Schiff mit einem solchen Antrieb könnte Wasserstoff, also Treibstoff, direkt unterwegs aufsammeln, während es sich durch den offenen Weltraum bewegt. Der gesammelte Wasserstoff würde dann auf mehrere Millionen Grad erhitzt und durch Kernfusion Energie freisetzen. Dieses Prinzip schlug 1960 der Physiker Robert Bussard vor. Er berechnete, ein Staustrahlfusionsantrieb mit einem Gewicht von etwa 1000 Tonnen könnte theoretisch eine konstante Beschleunigung von 1G aufrechterhalten. Das entspricht der Erdanziehungskraft. Hält man eine solche Beschleunigung ein Jahr lang aufrecht, beschleunigt das Schiff in dieser Zeit auf 77% der Lichtgeschwindigkeit. Eine weitere Möglichkeit, die Kosten von Raumflügen zu senken, ist der Bau eines Weltraumfahrstuhls. Ganz buchstäblich, man nimmt ein Seil und führt sein Ende ins All. Die Zentrifugalkraft der Erdrotation würde ausreichen, um die Schwerkraft zu neutralisieren. Das Seil würde niemals auf die Erde zurückfallen. Es ist leicht einzusehen, dass nicht einmal ein Stahlseil einer solchen Zugbelastung standhalten würde. Von einem Seil ganz zu schweigen, genau deshalb galt der Weltraumfahrstuhl lange Zeit als unmöglich zu bauen. Die Situation änderte sich schlagartig, als Chemiker Kohlenstoff-Nanoröhren erfanden. Sie sind weitaus stärker, aber dabei auch deutlich leichter als Stahlseile. Einen Weltraumfahrstuhl zu tragen, wäre für sie eine leichte Aufgabe. 1999 wurde eine NASA-Studie veröffentlicht. Untersucht wurde ein Weltraumfahrstuhl in Form eines Bandes mit einer Breite von 1 Meter und einer Länge von rund 47.000 Kilometern. Er wäre in der Lage gewesen, eine Last von 15 Tonnen in die Erdumlaufbahn zu befördern. Derzeit kostet die Beförderung von 1 Kilogramm Fracht in die erdnahe Umlaufbahn etwa $4.000. Ein Weltraumfahrstuhl würde diese Kosten auf Dutzende oder Hunderte Dollar senken. Per einfachem Knopfdruck könnte man zum Preis eines Flugtickets in den offenen Weltraum aufsteigen. Aber leider reisen wir bis heute nicht so. Gegenwärtig werden durchgehende Fasern aus Kohlenstoff-Nanoröhren in Metern und sogar Kilometern hergestellt. Aber für einen Weltraumfahrstuhl braucht man Tausende von Kilometern. Das ist ein rein technisches Problem. Einige Jahrzehnte sollten für seine Lösung ausreichen. Das zweite Problem, die Herstellung langer Seile könnte sich als problematisch erweisen. In Nanoröhren treten mikroskopische Strukturstörungen auf. Wenn auch nur ein einziges Atom nicht an seinem Platz ist, kann die Festigkeit sofort um 30% sinken. Außerdem verschiebt sich die Flugbahn von Satelliten auf der Erdumlaufbahn ständig relativ zur Erde. Das heißt, mit der Zeit könnte jeder Satellit mit einer Geschwindigkeit von 8 Kilometern pro Sekunde mit dem Weltraumfahrstuhl kollidieren und tschüss Seil. Man müsste entweder an jedem Satelliten kleine Raketen anbringen, damit er dem Fahrstuhl ausweichen kann, oder das Seil selbst mit Raketen ausstatten, damit es der Flugbahn der Satelliten ausweichen kann. Ein Problem könnten auch Zusammenstöße mit Mikrometeoriten sein. Der Weltraumfahrstuhl würde weit über die Erdatmosphäre hinausragen, die uns vor Meteoren und Weltraumschrott schützt. Das Leben auf der Erde steht überhaupt unter zuverlässigem Schutz. Die Ozonschicht schützt vor ultravioletter Strahlung, das Magnetfeld schützt vor Sonneneruptionen und kosmischer Strahlung, in der dicken Atmosphäre verglühen Meteore. Aber im tiefen Weltraum müssen wir uns mit all dem auseinandersetzen. Der menschliche Körper verliert im All lebensnotwendige Mineralien und chemische Substanzen viel schneller. Selbst ein strenges Sportprogramm hilft da nicht. Die Folgen eines langen Aufenthalts in der Schwerelosigkeit lassen sich lange aufzählen. Muskelatrophie, Verschleiß des Bewegungsapparats, verminderte Produktion roter Blutkörperchen, geschwächte Immunantwort, Beeinträchtigung des Herz-Kreislauf-Systems und so weiter. Ein Flug zum Mars, der von einigen Monaten bis zu einem Jahr dauern kann, liegt an der äußersten Grenze der Belastbarkeit von Astronauten. Bei langen Flügen zu den nächsten Sternen könnte dieses Problem tödlich werden. Möglicherweise werden die Raumschiffe der Zukunft zum Schutz der Besatzung rotieren, um durch Zentrifugalkräfte eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Eine solche Anforderung würde das Projekt erheblich verkomplizieren und die Kosten in die Höhe treiben.
Das zweite Problem ist, dass die Schiffe wegen der Meteoriten mit zusätzlichem Schutz ausgestattet werden müssten. Eine gründliche Untersuchung der Shuttle-Außenhülle ergab Spuren von Einschlägen winziger, aber potenziell tödlicher Meteoriten. Auf zukünftigen Raumschiffen wird man einen speziellen Raum für die Besatzung mit doppeltem Schutz einrichten müssen. Und dann ist da noch die Strahlung. Sonneneruptionen können gewaltige Mengen tödlich gefährlicher Plasma zur Erde schicken. Das hat Astronauten auf der ISS bereits mehrfach dazu gezwungen, zusätzlichen Schutz zu suchen. Ein Weltraumspaziergang in einem solchen Moment wäre tödlich. Ein Vorschlag ist, die Besatzung in einen Winterschlaf zu versetzen, also die Körpertemperatur auf ein Niveau zu senken, bei dem nahezu alle Lebensfunktionen zum Stillstand kommen. Einige Tiere tun das jedes Jahr. Fische und Frösche frieren im Eis ein, tauen dann auf und erwachen zum Leben. Sie haben einen natürlichen Frostschutz in ihrem Körper. Bei Säugetieren ist alles komplizierter. Beim Gefrieren des menschlichen Körpers bilden sich innerhalb der Zellen Eiskristalle. Sie durchstechen und zerstören die Zellwände. Dennoch gibt es Fortschritte. 2005 brachten Wissenschaftler der Universität Pittsburgh Hunde nach 3 Stunden klinischem Tod wieder zum Leben. Im selben Jahr setzten Wissenschaftler Mäuse Schwefelwasserstoff aus und senkten ihre Körpertemperatur auf 13 Grad. 2019 wandten Chirurgen erstmals beim Menschen eine tiefe Hypothermie mit vorübergehendem Kreislaufstillstand an. Das verschafft bei tödlichen Verletzungen wertvolle Zeit. 2023 gelang es, Mäuse und Ratten mit Hilfe von Ultraschall für einen Tag in Winterschlaf zu versetzen. Doch es werden Jahrzehnte vergehen, bevor die Methode auf Astronauten angewendet werden kann, zumal diese nicht nur ein paar Stunden, sondern mehrere Jahrhunderte im Winterschlaf verbringen müssten. Kurz gesagt, Menschen zu den Sternen zu schicken, ist eine echte Herausforderung. Raumschiffe müssten gewaltige Maschinen sein, die ungeheure Mengen an Energie verbrauchen. Realistischer ist ein anderer Weg. Es wäre vernünftiger, zunächst Miniatursonden mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit zu den Sternen zu schicken. Mit der Entwicklung der Nanotechnologie werden wir winzige Raumschiffe bauen können, die Maschinen von atomarer und molekularer Größe enthalten. Ionen besitzen eine extrem geringe Masse. Sie lassen sich mühelos auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, dafür würde ein gewöhnliches Stromnetz ausreichen. Wenn man einen ionisierten Nanobot in ein elektrisches Feld bringt, macht er sich selbstständig auf den Weg zu den Sternen. Im Weltraum gibt es keine Reibung und nichts würde ihn bremsen. Man könnte sie auch nutzen, um Druck auf ein Sonnensegel auszuüben und es zusätzlich zu beschleunigen. Diese Idee stammt vom Ingenieur Gerald Nordley. Wenn eine ganze Konstellation von Schiffen in Stecknadelkopfgröße in Formation fliegt und untereinander Kontakt hält, könnte man sie buchstäblich mit einer Taschenlampe beschleunigen. Aber auch Nanoraumschiffe haben Probleme. Im offenen Weltraum können sie durch die Einwirkung elektrischer und magnetischer Felder vom Kurs abkommen. Man müsste sie noch auf der Erde auf ein hohes Potenzial aufladen. Möglicherweise müsste man Millionen von Nanobot-Schiffen losschicken, damit wenigstens eine Handvoll das Ziel erreicht. Das klingt verschwenderisch, aber diese Raumschiffe wären billig. Massenproduktion würde es ermöglichen, sie milliardenfach herzustellen. Daniel Goldin, ehemaliger Leiter der NASA, stellte sich Flottilien in der Größe einer Cola-Dose vor. Andere Wissenschaftler sprachen von Schiffen in Nadelgröße. Das Pentagon untersucht die Möglichkeit, Smart Dust zu entwickeln, staubförmige Geräte mit winzigen Sensoren. Nanobots könnten vom Mond aus mit Hilfe von Railguns oder Teilchenbeschleunigern gestartet werden. Nach der Ankunft in einem Sternsystem würden sie auf einem unbewohnten Mond landen. Die Schwerkraft dort ist gering. Einmal angekommen, würde der Nanobot aus örtlichen Materialien eine Nanofabrik errichten, eine leistungsstarke Funkstation bauen und Informationen zur Erde senden. Die Nanofabrik kann Millionen von Kopien des Nanobots selbst herstellen und dann dies wieder und wieder wiederholen. Eine Rückkehr wäre nicht nötig. Das nennt man eine Von-Neumann-Sonde, benannt nach dem Mathematiker, der das Konzept der sich selbst reproduzierenden Maschine entwickelte. Solche Nanobot-Schiffe könnten die gesamte Galaxie erforschen. Mit der Zeit würde sich eine Sphäre aus Billionen von Robotern bilden. Sie könnten sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ausdehnen und in einigen 100.000 Jahren die Galaxie kolonisieren. Die Naturgesetze sagen, dass die Erde eines Tages untergehen wird, aber sie sagen auch, wir können unseren Planeten verlassen. Ja, es ist entsetzlich langweilig, gefährlich und teuer, aber möglich. Wir haben die Wahl, wir können bleiben und sterben oder zu den Sternen aufbrechen und leben. In Dan Browns Bestseller Illuminati wollten Extremisten den Vatikan mit einer Bombe aus Antimaterie sprengen, die aus dem CERN-Labor gestohlen wurde. Die Verschwörer wussten, die Berührung von Materie und Antimaterie erzeugt eine gewaltige Explosion, die um ein Vielfaches stärker ist als eine Wasserstoffbombe. Die Effizienz einer Atombombe beträgt trotz ihrer grauenhaften Zerstörungskraft nur etwa 1%. Lediglich ein winziger Bruchteil der Uranmasse wird in Energie umgewandelt.
Eine Bombe aus Antimaterie hingegen würde 100% ihrer Masse in Energie verwandeln, ganz ohne Verluste. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannten die Physiker, das Atom besteht aus geladenen Elementarteilchen. Elektronen, negativ geladene Teilchen, kreisen um einen winzigen Kern mit positiver Ladung. Der Kern besteht aus positiv geladenen Protonen und neutralen Neutronen. In den 1950er Jahren stellte sich heraus, dass das noch nicht alles ist. Für jedes Teilchen existiert ein gepaartes Antiteilchen, genau gleich, aber mit entgegengesetzter Ladung. Als erstes wurde das positiv geladene Antielektron entdeckt, das Positron. Es ist in allem identisch mit dem Elektron, nur die Ladung ist positiv. 1955 wurde am Beschleuniger in Berkeley das erste Antiproton erzeugt. Und was, wenn man sie zusammenbringt? Im Prinzip ließe sich ein Antiatom erzeugen, in dem Positronen um einen Antiprotonenkern kreisen. Theoretisch ist die Existenz aller Antielemente möglich und vielleicht sogar Antimenschen. Wie wäre es mit Anti-Erden und Anti-Universen? 1995 sorgte das CERN für eine Sensation. Es verkündete die Erzeugung von 9 Atomen Antiwasserstoff. Erstaunlicherweise steht der Erzeugung von Atomen schwerer Antielemente grundsätzlich nichts im Wege. Naja, außer den astronomischen Kosten. Ich übertreibe nicht, jeder Staat wäre bankrott. 2004 kosteten einige Billionstel Gramm Antimaterie des CERN 20 Millionen $. Bei diesem Tempo würde die Herstellung eines einzigen Gramms 100 Billiarden $ kosten und 100 Milliarden Jahre ununterbrochene Arbeit erfordern. Wenn wir die gesamte von uns produzierte Antimaterie sammeln und mit Materie annihilieren könnten, würden wir genug Energie erhalten, damit eine Glühbirne einige Minuten lang brennen könnte. Erklärung des CERN. Der Umgang mit Antimaterie ist äußerst schwierig. Jeder Kontakt von Materie und Antimaterie erzeugt eine Explosion. Antimaterie in einem gewöhnlichen Behälter zu geben, wäre gleichbedeutend mit Selbstmord. Der einzige Weg ist, die Antimaterie zu ionisieren, sie in ein ionisiertes Glas zu verwandeln und dann in einer magnetischen Flasche einzusperren. Das Magnetfeld verhindert, dass sie die Wände berührt. Es klingt, als wäre Antimaterie das teuerste und nutzloseste Produkt der Welt und es kann auch noch alles in der Umgebung stärker als eine Atombombe in die Luft jagen. Wozu brauchen wir sie überhaupt? Die Anziehungskraft liegt darin, dass ein Antimaterieantrieb Materie mit geradezu unglaublicher Effizienz in Energie umwandeln könnte. So würde es funktionieren. Man müsste eine kontinuierliche Zufuhr von Antimaterie in einer Arbeitskammer sicherstellen. Dort würde die Antimaterie kontrolliert mit Materie in Berührung kommen und eine gesteuerte Explosion erzeugen. Die bei der Explosion entstehenden Ionen würden durch eine Düse ausgestoßen und der Rakete Vortrieb verleihen. Theoretisch ist das der leistungsstärkste Antriebstyp für die Raumschiffe der Zukunft. In Star Trek bewegte sich die Enterprise genau so fort. Der Physiker Gerald Smith von der University of Pennsylvania ist einer der glühendsten Befürworter von Antimaterieschiffen. Er berechnete, dass lediglich 4 Milligramm Positronen ausreichen würden, um ein Schiff in wenigen Wochen zum Mars zu bringen. Denken Sie darüber nach. Wenige Wochen statt 9 Monaten. Genau auf diesen Zeitraum orientiert sich das SpaceX-Team, das einen Marsflug für 2026 plant. Smith betont, Antimaterie kann etwa 1 Milliarde Mal mehr Energie freisetzen als herkömmlicher Raketentreibstoff. Aber Antimaterie bleibt unvorstellbar teuer. Oft wird die NASA-Schätzung zitiert, etwa 62,5 Billionen $ pro Gramm Antiwasserstoff. Bisher werden zur Erzeugung von Antiprotonen Teilchenbeschleuniger genutzt, die ursprünglich für wissenschaftliche Forschung gebaut wurden. Sie sind keine Fabriken zur Antimaterieproduktion, deshalb sind sie ineffizient. Smith träumt vom Bau eines neuen Beschleunigers, der speziell für die Produktion von Antiprotonen entwickelt wird. Er ist überzeugt, dass eines Tages Antimaterie-Raketen die Grundlage des interplanetaren und möglicherweise sogar des interstellaren Verkehrs bilden werden. Wenn Antimaterie unter irdischen Bedingungen so schwer herzustellen ist, wäre es dann nicht einfacher, sie im All zu finden? Stellen Sie sich vor, wie praktisch es wäre, Antimaterie direkt unterwegs zu sammeln und als Treibstoff für Raumschiffe zu nutzen. Zur Überraschung der Physiker haben wir dort nichts gefunden. Es ist schwer zu erklären, warum unser Universum überwiegend aus Materie besteht und nicht aus Antimaterie. Man sollte eigentlich annehmen, bei der Geburt des Universums entstanden Materie und Antimaterie in gleichen Mengen, aber nein. Die wahrscheinlichste Antwort formulierte als erster Andrei Sacharow, der Mann, der für die Sowjetunion die Wasserstoffbombe entwickelte.
Sacharow argumentierte so: Am Anfang des Universums während des Urknalls entstand eine leichte Asymmetrie in der Menge von Materie und Antimaterie. Letztendlich stellen alle Atome unseres heutigen Universums die Überreste einer nahezu vollständigen gegenseitigen Annihilation von Materie und Antimaterie dar. Diese kosmische gegenseitige Vernichtung folgte auf den Urknall. Nur ein winziger asymmetrischer Teil der Materie bildete den Rest, aus dem sich das heutige sichtbare Universum formte. Alle Atome unserer Körper sind Überreste des titanischen Zusammenstoßes von Materie und Antimaterie. Diese Theorie erlaubt die Existenz kleiner Mengen natürlich entstandener Antimaterie. Wenn es uns gelingt, diese Vorräte zu entdecken, würden die Treibstoffkosten für Antimaterieantriebe drastisch sinken. Dr. William Purcell von der Northwestern University entdeckte etwas, das Fontänen von Antimaterie in der Milchstraße ähnelt, unweit des Zentrums der Galaxie. 2006 wurde der Satellit Pamela in die Umlaufbahn gebracht. Er suchte nach Spuren von Antihelium, das im Inneren von Antisternen entstehen könnte, aber er fand nichts. Dennoch nimmt das Institut für fortschrittliche Konzepte der NASA die Idee eines Antriebs, der Antimaterie im Weltraum sammelt, sehr ernst. Man müsste eine Art Fischernetz schaffen. Die Grundlage des Geräts bilden 3 Sphären aus Drahtgitter. Die äußere Sphäre mit einem Durchmesser von 16 Kilometern müsste positiv geladen sein. Sie würde Protone abstoßen, aber Antiprotonen anziehen. Antiprotonen, die die erste Sphäre durchdringen, würden beim Passieren der zweiten abgebremst und beim Annähern an die innere Sphäre zum Stillstand kommen. Dort würden sie von einem Magnetfeld eingefangen und mit Positronen vermischt. Fertig ist der Antiwasserstoff. Kontrollierte Annihilation könnte ein Schiff mit Sonnensegel bis zum Pluto bringen, bei einem Verbrauch von nur 30 Milligramm Antimaterie. Um Alpha Centauri zu erreichen, wären 17 Gramm nötig, doch angesichts der technischen Schwierigkeiten und der Kosten für den Start eines riesigen Sammlers wird dieses Projekt frühestens Ende des 21. Jahrhunderts realisiert, wenn nicht sogar später. Die Entdeckung der Antimaterie geht auf das Jahr 1928 zurück. Paul Dirac, einer der brillantesten Physiker des 20. Jahrhunderts, hatte den Lucasischen Lehrstuhl in Cambridge inne, denselben, den seinerzeit Newton inne gehabt hatte. 1925 begann die Quantenrevolution. Die Quantentheorie besagt, dass ein Teilchen wie das Elektron nicht nur als Objekt, sondern auch als Welle beschrieben werden kann. Es entspricht der berühmten Wellengleichung Schrödingers. Doch Dirac erkannte schnell, Schrödingers Gleichung hat einen gravierenden Nachteil. Sie beschreibt nur langsam bewegte Elektronen. Bei höheren Geschwindigkeiten verliert die Gleichung ihre Gültigkeit, da sie den Gesetzen von Einsteins Relativitätstheorie nicht gehorcht. Der junge Dirac wollte Schrödingers Gleichung umformulieren, um die Gesetze der Relativitätstheorie einzubeziehen. So schlug der junge Wissenschaftler 1928 seine eigene Version vor. Eine radikale Modifikation, die aber in vollem Umfang mit Einsteins Relativitätstheorie übereinstimmte. Und das ist noch nicht alles. Bei der Arbeit an der neuen Gleichung entdeckte Dirac, dass Einsteins berühmte Gleichung E = mc² nicht ganz korrekt ist. Eine starke Behauptung, nicht wahr? Die korrekte Gleichung lautet E = ± mc². Das Minus entsteht, weil beim Herleiten eine Quadratwurzel gezogen werden muss. Aber in der Physik streben Objekte stets den Zustand mit der geringsten Energie an. Was zum Dirac soll negative Energie? Wenn Materie immer zur minimalen Energie strebt, könnte das Auftreten negativer Energie eine Katastrophe bedeuten. Es hieße, dass alle Elektronen mit der Zeit in unendlich negative Energien abrutschen würden. Diracs Theorie war instabil. Um dies zu vermeiden, erfand Dirac das Konzept des Sees. Er nahm an, alle Zustände mit negativer Energie sind bereits besetzt. Deshalb kann ein Elektron unmöglich dorthin abrutschen. Folglich ist das Universum stabil. Manchmal stößt ein Gamma-Quant auf ein Elektron mit negativer Energie und katapultiert es nach oben in einen Zustand mit positiver Energie. Das Gamma-Quant verwandelt sich in ein Elektron und im Dirac-See entsteht ein Loch. Dieses Loch müsste sich wie eine Blase im Vakuum verhalten, eine positive Ladung tragen und eine Masse besitzen, die der des Elektrons entspricht. Das Loch müsste sich wie ein Antielektron verhalten und genau so besteht Antimaterie aus Blasen im Dirac-See. Wenige Jahre nach dieser Vorhersage entdeckte Carl Anderson tatsächlich das Antielektron. 1933 erhielt Dirac für seine Vorhersage den Nobelpreis. Diracs Gleichung sagt nicht nur die Existenz von Antimaterie voraus, sondern auch den Spin des Elektrons. Der Spin ist ein innerer Quantendrehimpuls, der mathematisch der Drehung von Elementarteilchen wie einem Kreisel ähnelt. Der Spin ist äußerst wichtig für das Verständnis des Verhaltens von Elektronen in Transistoren und Halbleitern. Er bildet die Grundlage der modernen Elektronik. Stephen Hawking schrieb:
Dirac hätte ein Vermögen gemacht, wenn er die Dirac-Gleichung patentiert hätte. Er hätte Tantimen von jedem Fernseher, jedem Player, jedem Videospiel und jedem Computer erhalten. Aber das tat er nicht. Heute ist Diracs berühmte Gleichung in einen Stein in der Westminster Abbey eingemeißelt, unweit des Grabes von Isaac Newton. Diracs Theorie öffnet die Tür zu schwindelerregenden Fragen. Zum Beispiel, wie verhält sich die Gravitation in einer Welt aus Antimaterie? Antiteilchen tragen eine Ladung, die der gewöhnlichen Teilchen entgegengesetzt ist, und manche Teilchen haben überhaupt keine Ladung, zum Beispiel das Photon und das Graviton. Sie sind ihre eigenen Antiteilchen. Das bedeutet also, dass Gravitation und Antigravitation ein und dasselbe sind. Antimaterie fällt unter dem Einfluss der Schwerkraft nach unten und fliegt nicht nach oben. Alle Physiker sind sich darin einig, obwohl es im Labor noch niemand überprüft hat. Aber wozu hat die Natur überhaupt Antimaterie geschaffen und bedeutet das, dass irgendwo ganze Anti-Universen existieren könnten? Science-Fiction-Autoren spielen seit langem dieser Idee. Der Held findet im All einen Planeten, der der Erde ähnelt. Städte, Menschen, Kinder, alles wie bei uns, nur ein Unterschied: Der Planet besteht vollständig aus Antimaterie. Jeder Erdbewohner hat dort einen Doppelgänger. Anti-Menschen ziehen Anti-Kinder in Anti-Städten groß. Die Chemie funktioniert genauso wie bei uns, nur alle Ladungen sind entgegengesetzt. Die Bewohner dieser Welt ahnen nicht einmal, woraus sie gemacht sind. Für sie ist alles völlig normal. Physiker nennen so eine Welt ein Universum mit umgekehrter Ladung. Es gibt noch eine weitere Variante in der Science-Fiction. Wissenschaftler entdecken einen Zwillingsplaneten der Erde, eine Spiegelkopie. Dort sind links und rechts vertauscht. Das Herz der Menschen schlägt rechts. Es gibt mehr Links- als Rechtshänder. Physiker nennen das ein Spiegeluniversum. Unterhaltsam, gewiss, aber können solche Welten wirklich existieren? Die Gleichungen von Newton und Einstein funktionieren weiterhin, selbst wenn man die Vorzeichen aller Ladungen ändert oder wenn man links und rechts vertauscht. Richard Feynman, Nobelpreisträger, erdachte ein geniales Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, wir hätten Funkkontakt mit einer Zivilisation auf einem fernen Planeten hergestellt. Sehen könnten wir sie nicht, nur hören. Feynman argumentierte so: Die Form unseres Körpers beschreiben, kein Problem. Sagen, wie viele Finger wir haben, auch einfach. Sogar die Gesetze der Chemie lassen sich erklären, aber versuchen Sie einmal zu erklären, was links und rechts ist oder im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Es geht nicht. Wir könnten nicht sagen, auf welcher Seite unser Herz schlägt, in welche Richtung sich die Erde dreht oder wie die DNA-Spirale gewunden ist. Und dann kam das Unerwartete. Zwei Physiker der Columbia University, C.N. Young und T.D. Lee, bewiesen, ein Spiegeluniversum kann nicht existieren. Bei der Untersuchung von Elementarteilchen zeigten sie, dass die Natur zwischen links und rechts unterscheidet. Für diese Entdeckung, die Paritätsverletzung genannt wird, erhielten Young und Lee 1957 den Nobelpreis. Für Feynman bedeutete das, wir können Außerirdischen doch den Unterschied zwischen links und rechts erklären. Vor einem Treffen mit ihnen würden wir vereinbaren, ein Experiment mit radioaktiven Teilchen durchzuführen. Genau diese können zuverlässig zeigen, wo links und wo rechts ist. Dann würden wir die Außerirdischen treffen und sie bitten, die rechte Hand zum Händedruck auszustrecken. Wenn die Außerirdischen tatsächlich die rechte Hand ausstrecken, wunderbar, wir haben uns verstanden. Aber was, wenn sie die linke ausstrecken? Das könnte zwei Dinge bedeuten. Entweder haben wir es schlecht erklärt oder sie bestehen aus Antimaterie und das ist ein weitaus unheimlicheres Szenario. In diesem Fall hätten alle ihre Experimente mit radioaktiven Teilchen umgekehrte Ergebnisse geliefert. Sie hätten links und rechts vertauscht erhalten und wenn wir versuchen, einander die Hand zu geben, gibt es eine Explosion. Kurzum, nein, ein von unserem ununterscheidbares Anti-Universum kann nicht existieren. Selbst wenn man gleichzeitig sowohl die Ladungen als auch die Parität ändert, wären die Universen nicht identisch. Die Natur würde sie trotzdem unterscheiden. Für diese Entdeckung erhielten James Cronin und Val Fitch 1980 den Nobelpreis. Viele Physiker waren enttäuscht, aber eigentlich ist das eine gute Nachricht. Wenn diese doppelte Symmetrie funktionieren würde, wäre beim Urknall genauso viel Materie wie Antimaterie entstanden. Sie hätten sich vollständig annihiliert. Nicht ein einziges Atom wäre übrig geblieben. Wir existieren gerade deshalb, weil die Symmetrie gebrochen ist. Bedeutet das, dass keinerlei Anti-Universen existieren können? Nein. Aber die Symmetrie dort müsste sehr seltsam sein. Man müsste drei Dinge gleichzeitig ändern. Erstens die Vorzeichen aller Ladungen umkehren.
Zweitens links und rechts vertauschen und drittens die Zeit rückwärts laufen lassen. Dann ergibt sich ein Universum, das vollständig den Gesetzen der Physik gehorcht. Fallen gelassene Eier fließen zurück zusammen, setzen sich zu Ganzen zusammen, verschließen sich in der Schale und fliegen nach oben. Ein Verstorbener erhebt sich aus dem Grab, wird jünger, verwandelt sich in ein Baby und kehrt in den Mutterleib zurück. Der gesunde Menschenverstand schreit, das ist absurd, einfach die Zeit umzukehren geht nicht, das bricht die Gesetze der Quantenmechanik und der Entropie. Und der gesunde Menschenverstand hat recht, aber wenn man die Zeit umkehrt und die Ladungen vertauscht und den Raum spiegelt, funktioniert alles. Ein Universum, in dem links zu rechts wurde, Materie sich in Antimaterie verwandelte und die Zeit rückwärts fließt, ist aus der Sicht der Physik vollkommen zulässig, aber mit einer solchen Welt in Kontakt zu treten, wäre uns unmöglich. Wenn die Zeit dort rückwärts läuft, wird alles, was wir per Funk senden, für Sie zur Zukunft. Sobald Sie ein Signal empfangen, vergessen Sie es augenblicklich. Kein Händedruck mit Außerirdischen, schade. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Zukunft der Sternenreisen liegt höchstwahrscheinlich in der Antimaterie. Sie ist der effizienteste Treibstoff, den man sich vorstellen kann. Wir existieren aufgrund der Symmetrieverletzung zwischen Materie und Antimaterie. Möglicherweise haben sich dank dessen irgendwo im Universum Regionen mit Antimaterie erhalten. Wir könnten sie finden, einsammeln und als Treibstoff nutzen und dann würde uns nichts mehr aufhalten, außer der Lichtgeschwindigkeit. Oder? Oder kann man sogar die Lichtgeschwindigkeit überschreiten? Die Antwort lautet, so erstaunlich es klingt, ja, man kann, aber das ist schon eine ganz andere Geschichte. Schneller als das Licht zu reisen ist unmöglich und außerdem unnötig, der Hut fliegt einem dabei viel zu oft vom Kopf. Der Millennium Falcon hebt von einem Wüstenplaneten ab. Im Orbit feindliche Schiffe des Imperiums. Lasersalven schlagen in die Schilde ein, die Abwehr schwächelt, Han Solo ruft den Befehl, der Sprung in den Hyperraum ist die einzige Chance. Letzte Sekunde, die Triebwerke zünden, der Sternenhimmel explodiert in leuchtenden Streifen. Ein Tunnel entsteht und das Schiff verschwindet. Einstein stellte eine eiserne Regel auf. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine unüberwindbare Grenze. Nichts kann sich schneller bewegen. Selbst die leistungsstärksten Beschleuniger bringen Teilchen nicht über dieses Limit hinaus. Das Licht ist der kosmische Polizist, der alle Temposünder stoppt. Wenn das stimmt, sind unsere Träume von fernen Galaxien zum Scheitern verurteilt. Doch alles könnte auch anders sein. Physiker suchen seit Jahrzehnten nach Schlupflöchern in Einsteins Regel. Die meisten Funde sind nutzlos. Wenn man beispielsweise mit einem Taschenlampenstrahl über den Himmel fährt, kann der Lichtpunkt sich schneller als das Licht bewegen. Aber das ist irrelevant. Information lässt sich so nicht übertragen. Das interessanteste Schlupfloch zeigte Einstein selbst auf. 1915 schuf er die allgemeine Relativitätstheorie. Die Raumzeit lässt sich mit einem Tuch vergleichen, das sich zusammenziehen und dehnen kann, und manchmal kann sich dieses Tuch schneller als mit Lichtgeschwindigkeit dehnen. Nehmen wir zum Beispiel den Urknall. Anfangs dehnte sich das Universum schneller als das Licht aus. Das widerspricht nicht der Relativitätstheorie. Es war der leere Raum, der sich ausdehnte, nicht die Sterne selbst. Doch das Spannendste ist, dass das Gewebe der Raumzeit die Existenz von Raumlöchern zulässt, die es ermöglichen, Entfernungen augenblicklich zu überwinden. Um also schneller als das Licht zu reisen, kann man die allgemeine Relativitätstheorie nutzen. Das geht auf zwei Wegen. Erstens, den Raum dehnen. Wenn man lernt, ihn hinter sich zu dehnen und vor sich zu komprimieren, würde es so aussehen, als hätte man sich schneller als das Licht bewegt. In Wirklichkeit hätte man sich überhaupt nicht bewegt, aber die Verformung des Raums würde es ermöglichen, augenblicklich zu entfernten Sternen zu gelangen. Das beste Beispiel für die Dehnung des Raums ist der Alcubierre-Antrieb. Er wurde 1994 vom Physiker Miguel Alcubierre vorgeschlagen. Im Grunde ist es genau der Antrieb, der in Star Trek verwendet wurde. Der Pilot befindet sich in einer Blase, die ihn vor der Verformung des Raums schützt. Innerhalb der Blase ist alles normal, selbst wenn das Schiff die Lichtmauer durchbricht. Dem Piloten kommt es so vor, als geschähe nichts, doch außerhalb der Blase ist die Raumzeit stark verzerrt. Der entscheidende Punkt beim Alcubierre-Antrieb ist die Energie, mit der das Schiff auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Die Berechnung zeigt, hier wäre negative Masse oder negative Energie erforderlich und das sind die exotischsten Objekte im Universum. Antimaterie und negative Materie sind völlig verschiedene Dinge. Antimaterie existiert definitiv und besitzt positive Energie, aber entgegengesetzte Ladung. Die Existenz negativer Materie hingegen ist bis heute nicht bewiesen. Sie müsste sehr ungewöhnliche Eigenschaften haben. Leichter sein als die Leere und fliegen.
Wenn negative Materie am Anfang der Zeit existierte, müsste sie bei der Geburt des Universums in die Tiefen des Raums entwichen sein. Im Gegensatz zu Meteoriten, die unter der Anziehungskraft auf Planeten stürzen, müsste negative Materie vor Planeten fliehen. Sie müsste von großen Körpern wie Sternen abgestoßen werden. Obwohl negative Materie durchaus existieren könnte, lässt sie sich höchstwahrscheinlich nur im tiefen Weltraum finden, auf der Erde jedenfalls nicht. Negative Energie hingegen existiert nachweislich, wenn auch in winzigen Mengen. Sie wurde erstmals 1948 im Labor gemessen. 1933 machte Hendrik Casimir eine ungewöhnliche Vorhersage. 2 ungeladene parallele Metallplatten würden sich wie von Zauberhand gegenseitig anziehen. Das Vakuum zwischen ihnen ist in Wirklichkeit nicht leer, es ist voller virtueller Teilchen, die entstehen und sofort wieder verschwinden. Die Leere, die man für frei von allem hielt, ist in Wirklichkeit voller Quantenereignisse und hier verbirgt sich auch die negative Energie. Das Problem ist, dass dieser Effekt extrem schwach ist. Um diese Energie nachzuweisen, benötigt man präziseste Messgeräte. Damit enden die Probleme nicht. Menschen im Inneren eines Raumschiffs mit einem solchen Antrieb wären von der Außenwelt isoliert. Das bedeutet, man kann nicht einfach einen Knopf drücken und schneller als das Licht fliegen. Es ist unmöglich, Kontakt zur Außenwelt jenseits der Schutzblase aufrechtzuerhalten. Ein Alcubierre-Raumschiff könnte nicht beliebig Richtung und Geschwindigkeit ändern. Es muss eine vorher festgelegte Route durch Raum und Zeit geben. Dann können Schiffe nacheinander darauf folgen, wie Züge nach Fahrplan. Der zweite Weg, sich schneller als das Licht zu bewegen, den Raum aufreißen und durch ein solches Wurmloch hindurchgehen. In der Schule hat man uns beigebracht, dass die kürzeste Entfernung zwischen 2 Punkten eine gerade Linie ist, aber das stimmt nicht immer. Wenn man ein Blatt Papier so faltet, dass die Punkte sich berühren, wird die kürzeste Entfernung ein Wurmloch. Dieses Konzept entstand 1916, als der Physiker Karl Schwarzschild eine exakte Lösung der Einstein-Gleichungen fand. Doch wenn man diese Lösung ernst nimmt, taucht im Zentrum unerwartet ein monströses Objekt auf, ein schwarzes Loch. 1963 entdeckte der Mathematiker Roy Kerr, dass ein rotierendes schwarzes Loch nicht zu einem Punkt kollabiert. Es wird sich zusammenpressen und einen rotierenden Ring bilden. Wer in die Öffnung des Rings gerät, geht hindurch und findet sich in einem anderen Universum wieder. Doch hier lauert eine Falle. Ein schwarzes Loch ist ein irreversibles Wurmloch. Den Ereignishorizont kann man nur in eine Richtung durchqueren. 1988 berechnete der spätere Nobelpreisträger Kip Thorne mit Kollegen ein reversibles Wurmloch, eines, durch das man in beide Richtungen frei hindurchgehen kann. Für eine ihrer Lösungen wäre die Reise durch das Wurmloch nicht gefährlicher als ein Flug im Flugzeug. Aber auch dort gibt es haufenweise Haken. Für die Erzeugung eines Wurmlochs mit einem Durchmesser von 1 Meter benötigt man eine Menge negativer Energie, vergleichbar mit der Masse des Jupiter. Nicht gewöhnliche Energie, sondern eben negativer. Zweitens wissen wir nicht, wie stabil Wurmlöcher wären. Die Strahlung, die in ihnen erzeugt würde, könnte tödlich sein oder sie könnten anfangen zu kollabieren, sobald jemand hineingelangt. Zunächst müsste man genug Energie ansammeln, um das Gewebe der Raumzeit aufzureißen. Man benötigt eine Menge, die der Planck-Energie entspricht. Das übersteigt das, was wir derzeit am Large Hadron Collider erreichen, um das Billiardenfache. Viele Physiker glauben, dass der Raum auf extrem kleinen Skalen schäumt. Er ist voller winziger Blasen, die ständig entstehen und kollidieren und dann wieder im Vakuum verschwinden. Wenn man an einem einzigen Punkt genug Energie konzentriert, bis hin zur Planck-Energie, könnten diese Blasen sich vergrößern und jede solche Blase wäre ein Wurmloch, das unsere Welt mit einem zur Geburt bereiten Tochteruniversum verbindet. Nach allem, was wir wissen, sind Wurmlöcher und gedehnter Raum die realistischsten Wege, die Lichtmauer zu durchbrechen. Noch ist unklar, ob diese Technologien stabil sind, aber selbst wenn, wir bräuchten eine märchenhafte Menge an Energie. Vielleicht kann irgendeine hochentwickelte Zivilisation das schon jetzt, aber es werden Tausende oder sogar Millionen von Jahren vergehen, bevor die Menschheit auch nur ernsthaft daran denken kann, eine solche Macht zu bändigen. Die Überwindung der Lichtmauer gehört zur zweiten Klasse der Unmöglichkeit, doch die Gesetze der Physik verbieten es nicht. Irgendwann in ferner Zukunft werden unsere Nachfahren vielleicht lernen, schneller als das Licht zu reisen. Sie werden den Raum um ihre Schiffe dehnen und komprimieren und Tunnel durch das Gewebe der Realität selbst bohren. Für sie wird das Universum, ich scheue mich nicht, das Wort zu verwenden, klein werden. 1894 verkündete der Nobelpreisträger Albert Michelson, die Physik sei am Ende. Alle wichtigen Gesetze seien entdeckt, sagte er, und in der Zukunft erwarteten uns lediglich Verfeinerungen in der 6. Nachkommastelle. Das war buchstäblich am Vorabend der größten Umwälzungen in der Geschichte der Wissenschaft. 6 Jahre später begann die Quantenrevolution
Und weitere 5 Jahre darauf entdeckte Einstein die Relativitätstheorie. Der französische Philosoph Auguste Comte stellte 1825 eine Liste dessen zusammen, was die Menschheit niemals erfahren werde. Wir werden nie bestimmen, woraus Sterne gemacht sind. Wir werden nie die tiefe Struktur der Materie erkennen. Wir werden nie die Mathematik auf Biologie und Chemie anwenden. Nun, Sie wissen, was danach kam. Heute finden sich erneut jene, die neue Listen des Unmöglichen zusammenstellen. Wir werden nie erfahren, was vor dem Urknall war. Wir werden nie eine Theorie von allem erhalten. Der Physiker John Wheeler hält dagegen, und zwar schlicht. Vor 200 Jahren hätte man jeden Menschen fragen können, ob wir jemals verstehen werden, wie das Leben entstand, und zur Antwort erhalten: natürlich nicht. Wheeler betrachtet die Frage nach dem Ursprung des Universums genauso. Behauptungen, irgendetwas sei unmöglich, sollte man nicht als absolute Grenzen unseres Wissens betrachten, sondern als Herausforderung an die nächste Generation. Diese Grenzen entstehen, um durchbrochen zu werden. Es wird immer Dinge geben, die weit jenseits der Möglichkeiten unserer Wissenschaft liegen. Objekte und Phänomene, die unmöglich zu erforschen sind, zum Beispiel die exakte Position eines Elektrons oder die Welt jenseits der Lichtgeschwindigkeit. Doch ich bin überzeugt, dass die fundamentalen Gesetze erkennbar und endlich sind, und die nächsten Jahre könnten die spannendsten in der Geschichte der Physik werden. Denn wir werden das Universum mit einer neuen Generation von Teilchenbeschleunigern, weltraumgestützten Gravitationswellendetektoren und anderen neuen Technologien erforschen. Wir stehen nicht am Ende des Weges, eher an der Schwelle einer neuen Physik. Doch was auch immer wir entdecken, hinter jeder Errungenschaft werden sich unweigerlich neue Horizonte öffnen.